Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer herzlich willkommen an alle, die später auf YouTube reinschalten, wie immer. Unten in der Beschreibung findet ihr dann die einzelnen Quests, die Timecodes zu den Quests, die wir heute hoffentlich schaffen. Ihr seht, wir sind wieder in Enkanomiya und zwar machen wir, ich vergesse mal, wie dieses Event heißt. Das Straßenopferritual der 3 Welten machen wir noch und wir haben noch dieses wie von göttlicher Hand geschaffen, das ist das neue Event. Da gucken wir nachher wahrscheinlich auch noch mal rein. Vielleicht auch zuerst. Mal schauen. Wir haben einen neuen Probelauf. Aha. Gut, dass ich habe tatsächlich ein bisschen gegrindet. Ihr seht es vielleicht hier auf der Map. Hier sind jetzt die Teile der Map auch weitestgehend frei. Wir haben jetzt genau Korrosionsschutz 102. Unten links seht ihr es. Das heißt, hier können wir relativ gut durch. Viel grinden müssen wir heute nicht mehr, damit wir relativ gut zu dem letzten Turm durchkommen. So, einmal hier die täglichen Belohnungen holen. Und wir haben neue Banner, ne? Wir müssten jetzt Shogun Raiden haben, genau. Auf die ziehen wir auch noch mal. Vielleicht noch nicht heute, aber auf jeden Fall noch im Laufe der Zeit, wo es läuft. Weil ich brauche auf jeden Fall noch einen guten Elektrokämpfer. Da wäre Yae Miko gut gewesen, glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung, ich habe sie nicht gezogen. Oder halt Shogun Raiden. Wäre auf jeden Fall eine gute Wahl. Kokomi habe ich zum Glück schon. Das heißt, die Entscheidung wird mir nicht schwerfallen. Vielleicht kriegen wir ja genug Urgestein zusammen. Wir müssen auf 760 kommen, damit wir 10 Ziehungen machen. Habe ich richtig gerechnet? Müsste passen. Genau. Was ist denn hier noch für ein Ausrufezeichen? Die Waffe? Ja, bringt mir nix. Aber schön, dass wir drüber geredet haben. So. Wir sind noch einmal das Bunkoku-Rätsel, das haben wir das letzte Mal angefangen. Wo müssten wir denn da hin? Das ist relativ nah. Das ist gut. Ihr seht vielleicht, ich bin schon mal hier so rein beim Grinden. Außerhalb des Streams. Deswegen habe ich hier schon Teleport. Das hilft uns heute natürlich ein bisschen weiter. Dass das alles ein bisschen schneller geht. So, und das andere ist natürlich der 3. Turm. Der wird wahrscheinlich ganz tief drin sein. Naja, ja. Bei der Korrosionsstärke 118. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier dieses Bunkoku. Himmel! Geht schon los hier. Bunkoku, weil da kommen wir relativ leicht hin. Ich weiß auch nicht, was danach kommt. Ich will eigentlich auf die Map, aber hey, machen wir immer wieder das hier auf. Da kriegen wir sogar 40 von diesen Chips. Wie heißen die Dinger? Moment. Ich habe doch heute gar nichts gesoffen. Und es läuft trotzdem nicht. So, das Bunkoku-Rätsel. Ich würde gerne... So, danke. Wie heißt das Ding? Siegel der Lichtwelt, genau. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal 40 holen, dann können wir schon wieder aufstufen und dann hat sich das mit den 103 Korrosionen auch erledigt. Nee, doch nicht so ganz. Da fehlt noch einiges. Ich war der Auffassung, ich hätte schon so um die 60. Na ja, gut. Dann halt nicht, aber wir machen uns auf und machen das hier. Korrosionsstärke 105 geht. Das ist okay. Ich bin mal gespannt, ob es noch sehr viel weitergeht mit diesem Bunkoku-Rätsel. Oder ob dann erstmal gut ist. Wir müssen hier... seht mal, da habe ich schon... Sehe ich ja jetzt schon, was ich alles übersehen habe hier. Naja, ich war auch nur kurz hier in dem Gebiet. So, wo flitschst du denn hin? Wupp, wupp. Na, hier war ich noch nicht, glaube ich. Aber dann wissen wir ja, wo wir nach den Steinplatten suchen müssen. Danke, dass du mir hilfst.
wir schon? Unexpected, but welcome. Ach nee. Lege alle Steinplatten hinein. Ach echt? Das war's schon? Es waren nur 2... Ach, das war easy. Das war ja easy. Komme ich hier wieder raus? Ja gut, teleportieren, klar. Guten Abend, Metalfuchs. Hallöchen. Ah, hier kommen wir wieder raus. Oder? Ja. Ja, alles gut. So, ich würde vielleicht hier noch Zeugs einsammeln wollen, bevor wir wieder zurück teleportieren, weil wenn wir schon mal hier sind. Ah, da sind auch noch Truhen. Da oben? Bei den Hirlichuren? Zufällig? Nee. Ach Mensch! Ich meine, ich brauche trotzdem Loot, aber ich wollte es eigentlich nicht mit euch mich anlegen. By royal decree. Wings of darkness, come, sever night from... Witness the power of Gugwa. One with my blade. Spirit blade, attack! So, wo ist denn die Truhe? Da müsste irgendwo weiter oben eine Truhe sein. Ah, okay. Keine Truhe, eine Challenge. Na gut. – 13 Elektroteilchen. Das war... Oh. Nee, falsche Richtung. Okay. Läuft bei mir. Gut, dass diese Herausforderungen nicht allzu schwer angesetzt sind. Die sind wirklich relativ einfach. Da habe ich schon schwierigere gemacht. Destiny has brought me hither. So. Ihr habt jetzt keinen Thron mehr, ne? Okay. Na, ist doch schon mal fein. So, jetzt setzen wir die ein. Da hinten. Da ist noch was zum Einsammeln. Das sehe ich gerade. Das sind diese Blümchen. Oh, wo sind die? Hier vielleicht. Nee. Jetzt müsste ich direkt draufstehen, ne? Hm. Oder halt weiter oben. Jetzt. Aber, hä? Nee. Nee. Da glänzt was. Da. Ist doch. Die brauchen wir ja auch, um Zeugs freizuschalten. Von daher besser einsammeln. So. Jetzt müssen wir die Steinplatten einsetzen. Und dann, damit war es ja das noch nicht gewesen. Ganz bestimmt nicht. Aber gucken wir mal. So. Es war doch hier, irgendwo war doch so eine Öffnung in der Wand. Wo war denn das? Hier. Jetzt einfach nur platzieren? Sonst nichts? Okay. Oh, ja gut, so einfach. Aha. Was muss ich mit dem Muster machen? Ah. Ui. Ah, damit kann ich sie zurücksetzen. So, und ich muss jetzt das Muster an der Decke nachformen wahrscheinlich. Oder so. Oder muss das wirklich irgendwie zusammenhängend sein? Hm. Na, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier... Die drei scheinen ja jetzt zusammenzugehören. Das passt. Das sieht gut aus.
Ah! Aktiviere den Apparat. Gleich richtig gemacht. Interessant. Was kommt jetzt? Jetzt ist wieder kaputt. Na super. Oh! Palmer hat sich gefragt, wie sich die geheime Kammer öffnen würde, nachdem wir die Steinplatten aneinandergereiht haben. Es könnte doch sein, dass es ein Portal oder einen Geheimgang in der Steinwand gibt. Es stellt sich heraus, dass sich das Muster in eine echte Tür verwandelt hat. Aber würde sie uns nicht wieder in den vorherigen Raum unter uns führen? Palmer glaubt das nicht. Dieses riesige Loch hat sich gerade aufgetan. Es ist definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Wenn Palmer darüber nachdenkt, hat Yae gesagt, dass die Kammer von den Sonnenflammen-Illusionen verborgen wird. Lass uns runtergehen. Okay, dann gehen wir runter. Untersuche den Raum. Oh, da steht jemand. Guten Tag. Koyanagi. Das ist seltsam. Wo ist der? Es gibt ja einen Schatten von Tokoya. Ist er Bunkoku? Verwechsle mich nicht mit diesem verachtenswerten Verräter. Mein Name ist Koyanagi. Aber da du den Namen Bunkoku kennst, bist du mir mit böser Absicht hierher gefolgt. Und mein Freund muss viel lesen und sorgfältig analysieren, um den geheimen Schatz von Bunkoku zu finden. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du ihn mir wegnimmst. Du irrst dich. Genau. Du irrst dich. Wir sind nur zufällig hier unten gelandet. Ach, dann geht bald. Jemand war schon mal hier. Sind sie uns bei der Schatzsuche zuvor gekommen? Ist möglich? Nein. Hätten sie den Schatz gefunden, wäre der Bunkoku-Fall schon längst gelöst worden. Dann bliebe er nicht bis heute ein Rätsel. Was murmelst du da? Nichts, gar nichts. Wie auch immer, lass uns diesen Ort weiter erforschen. Untersuche den Raum und finde Hinweise. Eine Steinplatte. Ah, das ist das letzte Stück. Warum gibt es ein 9. Stück? Außerdem, wo ist Bunkokus geheimer Schatz? Mal sehen, ob es in das Muster oben passt. Ach Gott. Okay. Das heißt, wir sollen wieder hochklettern? Gut. Und da wäre jetzt vorher keiner drauf gekommen. Illusion deaktivieren. Aha. Und dann setzen wir das da jetzt ein. Ach so, nochmal. Oh. Sieht jetzt nicht viel anders aus. Erledigt, aber irgendetwas fühlt sich da unten ein bisschen seltsam an. Okay. Müssen sicher irgendwas bekämpfen. Besiege den bösen Geist. Hooray! Guten Tag, böser Geist. Muss ich mal kurz hauen. No, my sword. Submit for judgment. Ich wollte gerade sagen, kriegt er überhaupt Schaden? Aber ja, kriegt er. Oz, reveal thyself. Force my blade. Ring cutter. Luxuriöse Tour. Destiny has brought me hither. Nice! Und 25 Siegel der Lichtwelt und für die Quest... Ah, Kern der Lichtwelt auch. Nice. Neue Fähigkeiten. So, sprich mit dem hinterbliebenen Schatten von Koyanagi. Wie soll ich an den drankommen? Ah. Mit dem Schalter vielleicht. Das ist zu einfach. Das war zu einfach. Wie kann das sein? Was ist denn passiert? Wie konnte ich meinen Freund angreifen? Ich muss von einem der rastsüchtigen Geister besessen gewesen sein, die vom Bunkoku beschworen wurden. Er war es, der mich kontrollierte. Der Schatz ist nichts im Vergleich zu unserer Freundschaft. Ich würde nie in Versuchung kommen, ihn wegen eines unbedeutenden Schatzes anzugreifen. Er vertraut mir so sehr, dass er mich sogar eingeladen hat, bei der Entdeckung von Bunkokus geheimen Schatz dabei zu sein. Ich würde das nie tun. Ist die Wahrheit also durch das letzte Stück verdeckt worden? Er braucht etwas Zeit für sich. Das tut er. Lass uns zurückkehren und Yae erzählen, was passiert ist. Ah ja, oh. Das war ja eigentlich relativ einfach, oder kommt jetzt noch mehr?
Wäre ja gut, wenn wir jetzt nochmal aufstufen könnten. Hier die Box. Du bist zurück? Hallo, Yae. Yabe, mein Name ist Yabe. Kannst du dich nicht mal an meinen Namen richtig erinnern? Sag mir nicht, du hast vergessen, warum ich dich geschickt habe. Matsu macht nur Witze. Wir haben die Wahrheit über Bunkokus geheimen Schatz herausgefunden. Es gibt also wirklich eine geheime Kammer, die von den Sonnenflammenillusionen verborgen wird? Doch dann geschah etwas anderes? Außerdem wird die Kammer von rachsüchtigen Geistern verdorbenen Menschen bewacht, die die Gedanken der Menschen kontrollieren können. Ui, ich hatte solche Angst. Zum Glück bin ich nicht mit dir mitgegangen. Hattest du Angst, dass wir verletzt werden könnten? Ich hatte Angst, dass du mir eine Tracht Prügel verpassen könntest. Wie auch immer, ich bin sowohl zufrieden als auch ein bisschen frustriert. Ich danke dir. So unergründlich das Rätsel auch erscheinen mag, mit Blick auf die Elementarkraft scheint alles zu stimmen. Das macht die Sache nicht gerade spannender. Das Bunkoku-Rätsel wurde endlich geknackt und ich werde es der ganzen Welt erzählen, sobald ich zurück bin. Okay, das war alles. Echt? Krass. Na gut. Aber Urgestein, Siegel der Lichtwelt sind aber noch nicht genug, ne? Nee, noch nicht ganz. Wir brauchen 120. Also eine kurze Grind-Runde müssen wir wohl noch einlegen. Aber nur ganz kurz, damit wir den 103er, das 103er-Gebiet so ein bisschen ja, unbeschadeter überstehen. Nee, ach Mensch. So. Und was kriegen wir hier? Gnade der Leitfähigkeit erhöht beim Anlegen des Bokuso-Kastens im Straßenopferritual, dem mit der Reaktion unter Strom, Supraleiter überladen oder Elektroverwirbelung, die von eigenen Truppenmitgliedern ausgelöst werden. Verursacht um 100%. Ja. Nice. Aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen ein paar Siegel. Das war hier dann, ja. Ja, wir werden wahrscheinlich hier, wird dieser Fischteich oder sowas sein und dann werden wir hier hinten irgendwie hin teleportiert werden. Wir können ja quasi schon mal unseren Weg hier rüber bahnen und das hier freischalten. Und dabei noch ein paar von diesen Münzen sammeln. Ich muss mal das Mikro ein bisschen... ist mir doch ein bisschen im Weg. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Wird schon schief gehen. So. Ich habe hier ja eigentlich schon relativ viel gemacht. Wir könnten ja schon mal darüber. Mal gucken. Mal gucken. So, hier ist doch schon direkt weiter oben. Okay, hier haben wir schon mal... Das ist aber ein Kampf wahrscheinlich. Nehme ich mal an, eine Kampfherausforderung. Oder? Ja. A touch of frost. No, my sword! Spirit blade. Attack! My royal is nice and spicy! Shadow Raven, let night fall! Witness the power of Gugwa! No, my sword! Forth, my blade. So, alles gut. Oz, reveal thyself! Na? What trinkets lie veiled within this 10 desolate Siegel. Reicht noch nicht, ne? Nee. Das reicht noch nicht. So, hier haben wir noch ein paar. Hier liegt My blade. Ring cutter! Submit for judgment. By royal decree! Boba, get them! A touch of frost. Hey!
outlines your fate. Time to act. Oz, reveal thyself. One with my blade. So. From whence you came. Wenigstens gibt's auch Loot. Loot tut gut. It was worth the trouble. Aber nur 5 Siegel. Ist nicht viel. So, und da müssen wir irgendwie nach oben. No, my sword. Xiangling hat ein bisschen was abgekriegt. Race you. Let me read you a verse. Swift and merciful. By royal decree. Ey, wer heilt hier? Ich glaube, es hackt. No rest for the wicked. Submit for judgment. Nee, kochen wollen wir nix. Objects like this may prove useful when purging evil spirits. Wie viel brauchen wir noch? Meh. Mindestens 2 Truhen noch. Je nachdem, wie viel drin ist. No, my sword. Ring cutter. As you wish, mein Fräulein. Cheap. Get them. Oz, reveal thyself. Spirit blade. Attack. One with my blade. Isn't over. Taste my blade. No, my sword. Ring outlines your fate. Let me read you a verse. Cheap. Forth my blade. By royal decree. Nice and spicy. Submit for Ach, judgment. den hätte ich mir aufbewahren können. Wo ist der andere? Habe ich den mit erledigt? Okay. War nicht meine Absicht, aber nehmen wir gerne an. So, einmal das hier. Nee. Hä? Anscheinend habe ich ihn nicht erledigt. Aber wo ist er denn hin? Ist der irgendwo runtergefallen? Das ist jetzt doof. Der ist wahrscheinlich irgendwo runtergefallen oder so. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Ja, doch. Gerade so. Da ist er ja. Hey, wo hast du gesteckt? Du Drecksack. Du schummelst voll. Er ist versteckt. Witness the power of Gua. Swift and merciful. Boba, get them. From whence you came. So, Mensch. Destiny has brought me Oh, hither. das war nice. 20. 20. Na, da sind wir doch schon mal gut dabei. So. Was haben wir hier noch? Können wir doch das hier noch mitmachen? Ist noch was zum Pflücken? Irgendwo.
vielleicht da unten? Ne, da hinten. So. Besser zu viel als zu wenig davon ernten. Dann gucken wir mal, was das hier ist. Das ist sicher wieder irgendwas einsammeln oder so. Ja, schon mal hier sind, nehmen wir das noch mit. Ja, na klar. Okay. Mist. Mist, Mist, Mist. Schon Mist. Schon scheiße. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Schon scheiße. Ja, nee, müssen wir neu anfangen. So, nochmal. Das war schon scheiße. Na, ich habe schon wieder einen übersehen, ne? Aber wir haben, glaube ich, genug Zeit. Das ist auch, dass ich nochmal zurück kann, im Zweifel. So. Menü. Ah. Okay. Vielleicht kann ich auch nicht einfach wieder zurück. Ich habe jetzt schon keine Orientierung mehr hier. Oh, hat doch geklappt. Ich dachte, ich hätte einen liegen lassen. Aber gut, dann haben wir das auch. Ja. Dann gehen wir doch mal zurück und lösen das ein. Dass wir einen höheren Korrosionsschutz haben. Und dann machen wir uns direkt auf zu dem Turm. Hoffentlich. Diesmal übersehen wir ja nicht, dass wir da eine Quest offen haben. No, my sword. So, da haben wir jetzt erstmal nichts mehr. Okay. So, Korrosionsschutz ist auf 114 erhöht. Genau. So, und alles, was danach kommt dann, ist ja dann nur noch hier extra, damit ich die beiden Gimmicks bekomme. So, 108. Das nächste wäre 114. Ne, wir sind jetzt bei... Wir sind bei 108, ne? 108. Das heißt, hier ist nichts mehr. Aber die nächste Stufe bringt uns auch nichts, weil 114 ist kleiner. Von daher können wir hier erstmal weitermachen. Eigentlich wollten wir hier uns einen Teleportpunkt sichern. Das habe ich natürlich wieder komplett verdrängt. Macht aber nichts. So. Dann machen wir das. Da gibt es auch 20 Münzen für. Mal einer. So, das ist... Ach, wir müssen eh dahin. Von daher. Alles halb so tragisch. Haben wir auch genug Material gesammelt, hoffentlich. Kriegen wir eigentlich noch was? Nee, anscheinend nicht. Hatten wir ja schon abgeholt.
Die Aktionsbelohnung. Da habe ich auch schon den Teil 1 und Teil 2 komplett. Hier fehlt noch der Turm und genug Teleporter und ja, Truhen und Teleporter fehlen dann noch. Oh, das kann man ja auch außerhalb des Streams machen. Jetzt gehen wir jetzt mal hier rüber. Zack. Und dann auf zum Teleport. Es sind ja auch nur noch 2 übrig, ne? So. Ja, dann müssen wir hier dran vorbei. Ignoriert mich einfach, okay? Sie ignorieren mich tatsächlich. Geil. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So. A touch of frost. Rain outlines your fate. Oz, reveal thyself. Wings of darkness. Das war jetzt unnötig, aber Come, gut. Sever Knight. Rain cutter. Forth, my blade. Spirit blade. Attack. Swift and merciful. Nice and spicy. By royal decree. Ich hätte auch einfach durchrennen können. Aber No, nö. my sword. From whence you came. Booba, Ich muss mich ja wieder mit den Leuten anlegen. Achso, gegen Elektro ist der immun, ja klar. Destiny has brought me hither. Wenigstens kriege ich hier diese Geisterkerne dann, die Geisterhüllen. Die brauche ich nämlich auch noch zum Aufstufen. Für alles Mögliche. So. Von daher gar nicht so schlecht. Hui, hier ist ja richtig... Ui, hier gibt es ja richtig was zum Absahnen. Ich bin gerade versucht, dieser Selie da zu folgen. Gucken wir mal. Vielleicht will die ja in dieselbe Richtung wie wir. Sieht sogar so aus. Sieht sogar stark danach aus. Naja, fast. It was worth the trouble. So, ach, haben wir genug gesammelt. Sehr gut. Wie sieht es denn hier jetzt mit Urgestein aus? Wir haben ja schon wieder richtig... Ja, sehr gut. Mit ein bisschen Glück. Ja, das sollte noch was. So. Da ist auch noch eine Truhe und alles. No, my sword. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Turm. Wo auch immer das jetzt war. Ich glaube, wir müssen so in die Richtung. Müssen wir da runter? Ja, da runter müssen wir. Okay. So. Jetzt geht's nicht da. Komplett verseuchte Ecke. Naja, alles andere, was jetzt weiter gegrindet werden kann, wie gesagt, das ist dann für mich noch extra. Also schließen wir die Story hoffentlich dann ab. Und das werde ich garantiert wieder kurz vor knapp machen. Ich habe mir gestern gerade mal so ein bisschen Zeit freischaufeln können, dass ich hier schon mal ein bisschen vorgrinde. Von daher.
auch gleich freischalten. Okay. Das gibt's. Das gibt doch schon mal ein bisschen Belohnung hier. Weil wir jetzt alle Teleportpunkte haben. Jawohl. I like. Okay. Oh, sieht doch schon mal ganz gut aus. Können wir bald wieder upgraden. Ich weiß gar nicht, die nächste Stufe ist hoffentlich auch wieder 120. Nee, falsch. Nee. $120, okay, unten links. Mhm. Naja, gut. So, dann müssen wir noch diese komischen Gestalten gleich wieder bekämpfen. Ich versuche euch einfach zu ignorieren. Nicht doch, Leute. Nicht doch. Hier will mich alles angreifen, oder? Immerhin, sie haben mir die Seele dahin gesetzt, dass ich direkt durchrennen kann. Weil ich weiß, wo ich hin muss. Hey! I ride on wind and cloud alike. Habt ihr die Raketen gesehen? Rain Ihr outlines your Schweine. Ihr Schweine. So, die hier muss ich auf jeden Fall bekämpfen. Von denen brauche ich Items. Objects like this may prove useful in purging evil spirits. It's the butt! Oz, reveal thyself! No, my sword! Huh? Let me read you a verse. One with my blade. Submit for judgment. Goba, get them! You're toast! Swift and merciful. Ey, geh nicht so nah an den ran. Ich brauche das Loot. Nice and spicy! By royal decree! Shadow Raven, let night fall! A touch of frost. At the right pan, it's Spirit blade. Attack. Nee, den da sollst du schon machen. Na also. Ah, das droppen die nicht mal. Swift and merciful. Rain outlines your fate. Witness the power of Gurwa. By royal decree. Submit for judgment. Die droppen die nicht mal, also kann das Loot wenigstens nicht irgendwo hinwegkullern. Aber ich will trotzdem nicht so nah da am Abgrund kämpfen. Oz, reveal thyself. Die soll mal schön alleine da rumstehen. Nice and spicy. Forth my blade. No, my sword. Let me read you a verse. Eat this. So viel zu, sie sollen mal schön alleine da stehen.
waste. Noch ein Siegel. Jetzt. Nee, immer noch nicht. 3 fehlen. Verdammt. Verdammt. Naja, gut. Alright, final tower. Let's do this. Ja, ja. Okay. Okay. Ist der dritte? Schnell, bevor mir hier die Energie ausgeht. Wobei, noch sieht's gut aus. Und wir müssen ja auch noch rausfinden, welches Muster wir hier brauchen. So. Irgendwo müsste doch hier das Muster versteckt sein. Nur wo? Wir können auch einfach ausprobieren. Ich weiß nicht, wie viele gibt's. Wahrscheinlich so 4 pro Stufe. Boah, ginge auch. Da kommen wir nicht durch. Okay. Da haben wir es Should doch. be the same clue, right? But the shape looks a little strange this time. Ja, sieht aus, als wenn es auf dem Kopf steht. Maybe if Paimon looks at it while flying upside down. Come on, you should look at it upside down too. Ja, das müssen wir umdrehen. Okay, Kringel oben, Kringel unten und Star Trek. Okay. Na? Kringel unten und Kringel oben. Ja. Kaum macht man es richtig, geht das auch alles ganz flott. So. Hier können wir am besten hochklettern. Hier sieht ganz gut aus. Okay. Na, Dinne. Yep. Seems like there's no easy fix to get rid of the darkness. The surrounding area has changed again. But it'll be no big deal for us. Right? Should we go straight back and see Sumi or sort out the changes around here first? Welche Änderungen in der Umgebung? Wir gehen jetzt zurück, würde ich sagen. Ach so, sind das die? Sind die neu? Die sind jetzt neu dazugekommen, oder? Die gab es ja auch schon hier. Hm. Stufen wir das nochmal hoch. Dann sprechen wir mit ihr. Wenn das jetzt nicht automatisch losrennt, das könnte natürlich auch sein. Mhm. Obwohl, die ist auch da unten. Oh, da gibt es sogar eine Belohnung. Läutere im Straßenopferritual der 3 Welten, 3 Dunkeltümer der Schattenwelt. Ah, schön. Was kriegen wir? Erfahrung. Na, immerhin. So. Nee, nicht. Nee, Belohnung erst opfern, dann Belohnung. So. 114. Hä? Sind hier neue Truhen aufgetaucht? Hä? Oh.
So, damit hätten wir die Waffe schon mal vollständig. Und die Krone ist so noch das i-Tüpfelchen, ne? Für die Fähigkeiten, für die Talente. Da brauchen wir wie viel? Steht hier nicht. Nochmal 120, ne? Nochmal 120, okay. Da kriegen wir auch noch extras. So. So, dann fehlen nur noch die 90 Truhen. Da fehlen... Was? Nur noch 8 Truhen? Echt? Okay. Dann sind wir ja so gut wie durch. Schön, schön. Na, können wir schon 10 ziehen? Nee, knapp. Aber wir können ja den Probelauf machen. Und dann haben wir genug. Sehr nice. Machen wir gleich. Erstmal hier. So. Sumi, we did it! I can tell. It looks like all 3 towers have been successfully taken care of. The evacuation is now going much more quickly, thanks to the improved environmental conditions. Most of the soldiers have gotten out. But it seems like something happened that I hadn't foreseen. Please, come with me. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oje. Oje, oje. Ja, logically speaking, all of Enkanomiya should be back to normal by now. Unfortunately, this place has now become the most dangerous of all. I don't know why this is happening or what to do about it, but what I can tell you is the location of the guy behind all of this. I'm going to have to ask you to confront him and make him reveal his whole plan. How did this happen? I've been observing the flow of the darkness, and I've noticed something peculiar. There was a faint vortex continuously absorbing the darkness. I can only assume that the flow must be triggered by his need for abyssal energy. Ah, moin Grummelbär. Hallo. He's extremely dangerous. Even most bishops would be no match for him. Keine Sorge, ich wollte ihn verprügeln. Keine Sorge, der Typ mag es, wenn man ihn in den Hintern tritt. Music to my ears. Thank you. If I have deduced correctly, he should be in the library area right now. Okay, Bibliothek. Ja, der war irgendwie ein bisschen masochistisch drauf. Gott hat nichts mit dem Clip zu tun. Ja. Postest komische Sachen in meinen Discord. Aber ja, Gott hat da wirklich nichts mit zu tun. So. Jetzt ist die Frage, muss ich ihn wirklich verhauen? Dann würde ich vielleicht dazu tendieren noch... Aber ich glaube, Schilde bringen gar nichts, ne? Oder wie war das jetzt? Ich würde sonst dazu tendieren, hier den Zhongli mit ins Team zu nehmen. A walk would be nice. Du fandst es cool. Ja, gut. Ich fand's irgendwie verstörend. Ich wollte ihn gleich hauen. Hey, I would say this is a nice surprise, but
It's really not that surprising. Look at you, venturing out into the darkness, doggedly fighting your way through just to come and see me. You're the only person I can think of who could actually pull that off. Still, what's with you joining forces with them? Didn't expect that. You're just trying to stall for time with small talk again. Huh. I guess maybe you're not so clued up after all. Look, I understand that seeing me has gotten you a little agitated, but frankly, the fact that you're still so fired up and raring to go after the long journey here is a bit of a problem for me. Ich würde da ja auf die gratis Katzenohren zurückkommen. Erst schickst du mir verstörende Videos in meinen Discord und dann möchtest du gratis Katzenohren. So, let's burn off that excess energy with a little exercise, huh? Just to calm you down enough to hear me out. Ich will Haue. Ui, ui. No, my sword. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Na. By royal decree. Aua. Insubordinate. Vielleicht soll ich mal mein Schild an. Na, dann wollen wir mal. Wo habe ich sie denn? Müssen mir runtergefallen sein irgendwie. Ich habe aber die hier. So, nehmen wir die mal. So, sind zwar eher Teddyohren als Katzenohren. Wo hab ich sie denn? Ich könnte mich gleich vom Stuhl fallen hören. Sind weg, keine Ahnung. Swift and merciful. From whence you came. I will have order. Stabilize. How brightly Midnight Phantasmagoria. Ne? Yeah. revolution from on high. Gather. Yeah. But live from the future. Body and mind. Wird der Dude spielbar? Nee, ich glaube nicht. Also bisher gibt es zumindest keinen, den ich als spielbaren. Vielleicht kommt das noch. Könnte sein. Aber ich glaube nicht. Stop, stop. Oh, my life is flashing before my eyes. Genau das wollte ich. Oje. That woman with the slender pupils, what does she call herself? Huh? How do you know about her? Her name, what is it? Huh. She calls herself Sumi. That reptilian seems to be doing a pretty good job of human imitation. Heidexe. Makes sense, doesn't it? The Bathismal Bishops are a highly intelligent and fast-evolving kind. There have been legends about this for over 1,000 years now. The Bishop people. Bishop people? Huh. Sounds like the kind of nickname Paimon comes up with all the time. Well, this one comes from an old Enkanomiyan legend. When the Bathismal Bishops were defeated, they began evolving to survive. That is to say, they imitated the victors. Aha. Eventually, this gave rise to a line of bishops who were indistinguishable from humans except for their pupils. These were the Bishop people. The story goes that they gradually infiltrated Enkanomiya and took over many high-ranking positions. Ah ja, okay, die Echsenmenschen haben die, okay. Remind Alles klar, you of keine Fragen anyone? mehr. We did hear that Sumi's pupils are vertical. Yep.
In good lighting, you can see that Reptile's pupils are thin, vertical lines. That's hard evidence that she's betrayed you right there. But she's been helping us. She is just using you to get revenge on me. I mean, I betrayed them first. Ihr betrügt euch gegenseitig, habe ich den Eindruck. Und die Erde ist flach. I Genau. formed an alliance with the bishops. I said I'd plunge all of Enkanomiya into darkness so they could send their elites into the Dainichi Mikoshi and rescue their captive kin. In return, they'd allow the Abyss Order safe passage through their territory and help me rebuild the 3 towers. But they didn't know that the darkness of the Abyss was a terrible poison to elemental beings. So, they thought you had betrayed them? I mean, I totally did betray them. To be fair, it'd be pretty humiliating for the Abyss Order if we unleashed the power of the Abyss on them and they were just frolicking around with no side effects. You are pure evil! Well, here's where we are now. Once she's done with you, she'll use the power of the Dainichi Mikoshi to suppress the Sangha Coralia and create darkness to protect the bishops. They are probably diving down into the depths to rescue their imprisoned companions as we speak. It won't be long before the source of Blood Branch Coral is completely cut off. Also wenn irgendjemand diese Story versteht, ich nicht. Poor Bathismal bishops. But still. Ich höre nur Echsenmenschen. If you still want to save Watatsumi Island, you're gonna have to hurry. You can use the mechanism I left behind to guide the light and dispel the darkness in the Dainichi Mikoshi. We don't believe a single word that comes out of your mouth! Oh, come on, guys. Do you honestly have another choice? This is just another fruitless trip to Enkanomiya for me at this point. But no biggie. I'm just a marginal figure in the Order. Unlike those who are falling over themselves to serve our highness, I'm interested in more inconsequential things. Ooh, yikes. I think I'm all out of time here. I'd better go. I would say, see ya, but I probably won't. Here, I've got a parting gift for you. It's something I picked up at the Dainichi Mikoshi. Das ist aber nett. So ein Teil haben wir doch schon bekommen. This looks like part of the same set as the one that Kokomi gave us. Wait, now's not the time for that. Oh, Paimon's so angry. He got away again. Wir hätten ihn auch kaputt hauen können. Can't trust that guy. Even if he sounds like he's making sense. So, let's go back to Tsumi and ask her about all this. Wir trauen ihm nicht. Macht zwar total Sinn, aber wir trauen ihm nicht. Ich höre nur Schwurbel, Schwurbel, Echse, Schwurbel. Ja, so geht's mir auch gerade so ein Stück weit. Also die haben sich alle gegenseitig betrogen. Hier unten wohnen Echsenmenschen, die sich aus diesen Elementarechsen entwickelt haben, nachdem sie von den Menschen besiegt wurden. Und jetzt... keine Ahnung. Irgendwie so. Jetzt wüsste ich aber doch gern, wo meine Öhrchen hin sind. Hab alles da, nur die Öhrchen nicht. Also die anderen Öhrchen. Oh no, Tsumi's gone. Na sowas. We couldn't have missed her on the way here. Wieder das Gleiche. Come on, it's okay. Don't be sad. On the bright side, most of the soldiers have been successfully evacuated. If any bishops did come through here just now, at least no one will have gotten hurt. Schäm dich, die besten Ohren nicht da zu haben. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo die hin sein könnten. Even though, just thinking about that guy drives Paimon nuts. It seems we've got no choice but to Gefunden? give what he said a shot. Muss ich nur hinkommen. Let's get some light in here.
So, verwende die Vorrichtung, um den Lichtstrahl zu lenken. Warum? Wieso? Einfach so. Okay. War zu beschäftigt, die Ohren zu suchen. This must be the mechanism he mentioned. But how do we reach it? What? Okay, da hinten ist doch eine Plattform. Guck mal. Das bewegt sich sicher gleich wieder weg. Aber damit können wir doch irgendwie weiter. Aha. Guck mal da. Andere würden jetzt sagen, beweg dich, aber das würde ich ja nie sagen. So, und die? Ah. Ja, okay, und ein Hü? Ah, da. Oh, okay. Benutze den Bokuso-Kasten in der Nähe von illusorischen Treppen, um die speziellen Treppen vor dir zu aktivieren und die Richtung zu ändern. Versuche auf diese Weise Wege zu schaffen. Okay. Ich wollte eigentlich in die Richtung, aber anscheinend können wir auch in die Richtung. Auch gut. It was worth the trouble. 2 Urgestein. Stimmt, wir wollten ja noch nach Yae Miko rollen, aber wenn wir hier hin und wieder auch bei Natur vorbeikommen, ist ja alles fein. Nur, eigentlich will ich ja in die Richtung. So, genau. Nee, nee, nee. Die Richtung hier. Danke. Nu? How does it work? Since it has something to do with light, maybe the Bokuso box should be able to activate it. Okay. Eine Vorrichtung haben wir. Wo sind die anderen? Ganz woanders, ne? Ja, okay. Mal eine doofe Frage. Statistisch gesehen müsste dies doch dein längstes Stream-Projekt sein, oder? Ja. Kommt hin. Ich habe heute, tatsächlich zufällig heute, nachgeschaut auf Let's Play Index. Die zählen die Minuten zusammen von den Videos zu verschiedenen Reihen, die du gemacht hast. Und ich bin bei Genshin jetzt allein, jetzt streammäßig bei 10 Stunden. Nee, nicht 10 Stunden, 10 Tagen. 10 Tagen. 10 Tage. That's the mechanism, right? Okay, ja. Wo war der jetzt? Ich habe hier einen Winddingsi gesehen. Ready for anything.
Na, komme ich da hoch genug? Nee. Ah. Okay. Okay, wo muss ich hin? Wo ist es? I hope the others find some. Eieiei, wo guckst du denn hin? I can't wait any longer! So. Du hast die Kamera positioniert, nicht ich. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist doch mein Bo hier nicht. Also, hallo. Meinen Rücken siehst du, meinen wohlgeformten Rücken. So. Hä? Also irgendwie... Ah, vielleicht die Richtung? Die Spielkamera, ach so. Ich wollte schon sagen. So einen Buckel habe ich nun doch nicht. So. Und den letzten. Da kommt doch noch ziemlich viel Gameplay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt ist er auch langsam gut mit Öhrchen. So. So, next one, wie komme ich... Okay, da sind einige Plattformen. Da ist irgendwie was. Ah. Das ist ja fast schon zu einfach, wenn die mir das direkt zeigen. Oh, that's where the mechanism is! Die Katzenohren, sicher? Nee, anscheinend nicht sicher. So. Augenblick. So, die hier muss ich mir extra hier Is there time for a quick snack? die Rippen I'll whip one up in einquetschen, um no da dran time. zu kommen. So. Oh, geht das? Oh. Ah. Die klemmen aber wirklich enger als die anderen. So. Das ist es dir wert, dass ich mir die Rippen klemme. Genau. Ihr habt doch kein Mitleid mit mir. Kein bisschen. Na, passt das? Ja, müsste. Oh! Ui, ui, ui. Das wäre beinahe schief gegangen.
Sie wissen doch, dein Leid ist unsere Freude. Ja, 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 ja. Hm. Sind wir doch nur wieder zur Natur? Open Sesame. Oh, Ach, da geht's noch weiter. Ach du meine Güte, da geht's noch weiter. Ach du meine Güte. Wie komme ich noch wieder hin? So, nü. Bewegt sich hier was? Hm. Hm. Nein. So, da oben. Da oben eigentlich. Hä, da bin ich doch hergekommen, oder nicht? Ich bin verwirrt. Da war ich... Ach so, ich musste einfach in die andere Richtung wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, ich hätte einfach darüber gemusst. Jawohl. Okay. Schlägt Haken. So. Warum taten wir das jetzt noch gleich? It actually worked. For once he didn't lie to us. Technisch gesehen hat er uns nicht viel vorgemacht. Well, maybe with his sneaky way of explaining things, he doesn't have to. Why does Paimon feel like you two have reached some sort of mutual understanding? The Dainichi Mikoshi should be accessible again now. Let's get down there and see. Okay, wir haben irgendeinen Pfad geöffnet. Schön. Ich verstehe nur Bahnhof, aber gut. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Ich könnte wahrscheinlich einfach normal durch den Eingang gehen, aber ich kletter lieber über den Schutt. Rain outlines your fate. Noch eine doofe Frage. Du nutzt jetzt die letzten Monate die gleichen 4 Ks. Sind das einfach for free die besten Ks oder lohnt es sich nicht, die anderen zu leveln? Das Leveln ist tatsächlich ziemlich aufwendig. Und das sind quasi meine 4 Ks, die ich mehr oder weniger zum Anfang genommen habe. Relativ früh. Und die sind halt am besten gelevelt. Ich habe auch noch andere Ks, die ich ein bisschen hochlevel. Aber das ist halt zeitaufwendig und ziemlich ressourcenaufwendig. Deswegen benutze ich halt die 4 besten, die ich gerade habe. Und die anderen kommen dann so zum Einsatz, wenn mal Spezialfähigkeiten nötig sind. Ich habe halt echt viele Charaktere, aber wie gesagt, ist super zeit- und ressourcenaufwendig. Das habe ich doch schon ein paar Mal gemacht. Das ist doch... Ist das nicht der Boss? Also dieser... Also im normalen Enkanomiya ist da doch ein Boss drin.
Ein Weltenboss. Naja, mal gucken. What shall we do? Lieber noch den Zhongli mitnehmen. Jetzt nehme ich zum Beispiel Zhongli mit, weil der einfach ein Schild generieren kann und das ist super praktisch. Da kriegst du nicht so viel Schaden. And dangerous ones by the looks of it. Guess they're the elites, huh? Hä? Wo siehst Still no sign of Ah. Tsumi, though. One with my blade. No, my sword! Nein! Oz, reveal thyself. Wo sind sie? Wo sind sie? Spirit blade. Attack. Forth my blade. Gather. Hilfe? Hey, gut, dass ich den Rain Schild genommen habe. outlines your fate. This is order. Welche Mauer denn jetzt schon wieder? Welche Mauer soll ich zerstören? No, my sword! Let me leave you a verse. By royal decree. Solidify. From whence you came. Stabilize. Besiege schnell die verbleibenden Gegner. Ja, wie soll ich denn da drankommen? Emergency countermeasures aren't my thing. Ah! And merciful. Jetzt habe ich die Mauer zerstört. Okay. Rain outlines your fate. No, my sword! Oz, reveal. Mein Submit for judgment. No rest for the wicked. Gather. Au! Nein, 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 nein. Ach, Mensch. Eieiei. Hilfe, Hilfe, das ist ja Dauerfeuer. Forth my blade. Rain outlines your fate. Rain cutter! By royal decree. Swift and merciful. Rain outlines your fate. Gather. Forth my blade. Time to act. Solidify. Man muss ihn, glaube ich, ja, man muss ihn ziemlich gleichmäßig Body enough. klein hauen. Spirit blade. Attack. I will have order. Swift and merciful. No, my sword! Witness the power of Fuwa! Oz, reveal thyself. Mist, die andere ist jetzt wieder belebt. Ja. Stabilize. Man muss sie sehr gleichmäßig klein hauen. By royal decree. Solidify. One with my blade. Rain outlines your fate.
Solidify! Submit for judgment. Jawohl. Okay. After a careful head count, it seems like the baby bishops aren't here anymore. Guess they got rescued. Irgendwie schade von den Entwicklern. Da bieten sie Möglichkeiten, viele Charaktere zu haben und dann gleich einen Riegel vorzuschieben, in dem sie sagen, tja, kostet auch Zeit und Ressourcen, um sie zu leveln. Ja, du kannst dir die Zeit halt sparen, indem du Geld bezahlst. Darum geht's halt. Aber so viel Geld habe ich hier noch nicht reingesteckt. Ist ja ein Free-to-Play. Also irgendwie müssen sie ja die Leute dazu bringen, was zu bezahlen. Aber also prinzipiell kannst du eigentlich auch ohne was zu zahlen durchkommen. Da musst du halt immer bei ähnlichen Charakteren bleiben. If the baptismal bishops really did come down here, that means that guy was telling the truth. So, Tsumi really is a bishop person? But we still haven't seen her anywhere. Where the heck is she? Whatever. Let's head back up. Wobei man muss immer noch ziemlich viel Zeit reinstecken, selbst wenn man Geld reinsteckt. Habe ich auch schon festgestellt. It's Tsumi! What is she doing in front of the Dainichi Mikoshi? Since you came back, I'm curious to know. Did our rescue operation succeed? Some baby bishops were rescued before we got there, but the old and weak bishops went back in the water to hide after we defeated the elites. Tsumi, are you really a bishop person? I have no intention of explaining anything. Although I can communicate with you, I know all too well that interaction with humans can only end in betrayal. The conflict between our two kinds will go on forever. Before I leave, I'm going to destroy this light. Kannst du es überhaupt? Do not come any closer, and don't even think about trying to sneak up on me. This tower seems to hear my wishes. I just need to think the thought and it will change its brightness. And if I so desire, it will collapse before me. With the cognitive equivalent of a click of the fingers, I could destroy this source of great pain for the bishops. So why can't I do it? Oh no. This is way more serious than losing access to the Blood Branch Coral. What are we gonna do? 15 Minuten sind um. Will ja mal nicht so sein und diesmal rechtzeitig Bescheid geben. Ja, und wenn ich sie abnehme, dann wünsche ich dir gleich die nächste Runde, ne? Also eigentlich, laut meiner Rechnung, müsste es noch eine Minute sein. Tsumi, bitte nimm das. Ah. Ah, die beiden Fragmente, die ich da hatte, ja. Okay. It's a pendant in the shape of... Are those 3 entwined snakes? This pendant has been with me for as long as I can remember. Why does it fit with your 2 pieces? Du solltest jetzt deine eigene Antwort im Kopf haben. Don't be ridiculous. Are you trying to say that I... Das sind ja dann meine Punkte und ich habe mir vorausgeschrieben, da man ja nicht weiß, wann du es liest. Na gut. Paimon doesn't understand. This one is Kokumi's, this one is from the Dainichi Mikoshi, and Tsumi's has been with her all along. Du gehörst zu Watatsumi. I grew up with the bishops. My only possessions were this pendant and a few boxes of books. I learned human language and writing from them. But not long after that, Enkanomiya was left without a single human being. It became completely empty. Only recently did I finally have the chance to make contact with humans and learn what the things I'd read in the books really meant. Tsumi? There's a saying in your human books that I never understood until right now. People belong where they are born, but creatures
belong where they are fed. I am a bishop, not a human. So I'm going back to where I belong. I guess the Dainichi Mikoshi isn't my concern. But we'll be back one day. Sumi is gone. Why did she suddenly change her mind in the end? Kokumi wird es vielleicht verstehen. Right! Kokumi will have definitely anticipated this possibility. That would be why she gave us the pendant fragment in the first place. Everything's resolved here. Let's go back and tell her. Ich verstehe kein Wort, aber wird schon alles seinen Sinn ergeben. Wird schon alles irgendwie Sinn ergeben. Das sage ich mir bei vielen Menschen auch. So. Ah, geht gleich los hier. Hey, Kokumi! You're back. The soldiers briefed me about what happened. You successfully worked with a shrine maiden named Tsumi to clear the darkness. But then there was an unexpected change at the Dainichi Mikoshi. Is that so? Yeah, that's right. But after that is where things started to get all kinds of weird. Really? Sorry, Kokumi. Paimon feels kinda bad that we ended up giving your pendant away. There's no need to apologize. As I said, Watatsumi Island has no further need for it. It's a relic from back in the very beginning when the Watatsumi Omikami reorganized the court and reformed Enkanomiya. The 3 pendants were given to the Dainichi Mikoshi, the Sangonomiya line, and the vassals of Watatsumi. The original intention was that the common folk, the officials, and the divine vassals would all hold each other accountable. But today, only the common folk have flourished while the other 2 bloodlines have declined. Funny you should say vassals. One of the soldiers seemed to think that Sumi was one of those. But actually, her vertical pupils meant that she was a reptile. She fooled us all. That's not true. Vassals of Watatsumi typically take on a half-human, half-snake form, symbolizing that they are the familiars of our serpent god. At least, they used to. Over time, the vassals gradually became identical to humans, all except for the pupils of their eyes. Die Pupillen entfernt werden. Ich habe das Gefühl, das ist eine unglückliche Übersetzung. But bishop people and reptilians, they're pure fiction. There is no evidence for their existence anywhere among Sangonomiya's classified documents. Oh, so Sumi isn't actually a bishop? The Watatsumi Omikami exhausted its power to create Watatsumi Island, and after that, it grew weaker and weaker. No more vassals of Watatsumi were born after that. But the records do mention the very last of the vassals. All our hopes were placed onto her. She was going to be the one who could communicate between the bishops and the humans. But when she was just an infant girl, she and her guardian shrine maiden were attacked. Most believe she died that day. But some believe she was raised by the bishops. The people of Watatsumi owe a great debt of gratitude to the vassals of Watatsumi. Now that the bishops and Watatsumi Islanders no longer have a territorial dispute, I sincerely hope that she will find her way to where she belongs. Wherever that is for her. Also, hat sie jetzt andere Augen oder nicht? What a story. Still, now that we know how Blood Branch Coral works, I, as Divine Priestess of Sangonomiya, may need to think of a new way to counteract the Holy Soil phenomenon. For the time being, however, the issue is resolved, and all thanks to you.
Watatsumi Island will be at peace for many decades to come. I can't thank you enough. Okay. Wir haben es anscheinend gut gemacht. Das halten wir jetzt so fest. So, jetzt haben wir aber wirklich genug Urgestein dabei. Um nochmal zu ziehen. Was haben wir eigentlich für eine Errungenschaft gerade bekommen? Schlage eine kletternde Tiefsee-Drachenechse nieder. Oh. Ich wusste gar nicht, dass die das können bis zu dem Zeitpunkt. I'll bring my seasoning. Okay. Ah, Donnergrollen im Schneesturm. Ah! Okay, das kann ich auch noch schließen mit dem Schwierigkeitsgrad schwierig oder höher? Extrem. Okay. Kann man machen. Muss man nicht. Jetzt weißt du, dass du es kannst. Ja. Okay, eigentlich fehlen hier nur noch 5 Truhen. Zum Hochstufen benötigt 120. Ja gut, die Krone. Und wir haben doch jetzt hier die Waffe. Die können wir jetzt komplett verfeinern. Kokomi, zeig mal. So. Nee, doch, Verfeinerung da. So. Wollen wir es auch gleich verstärken? Können wir es gleich verstärken? Ja. So. Solange noch anderthalbfach ist. So, ansonsten habe ich das nötige Loot sowieso nicht. Aber 70 ist doch schon mal gut. Dafür, dass ich sie gar nicht verwenden werde. Momentan. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück. Und versuchen, die Shogun Raiden zu ziehen. 10 Gebete müsste doch eigentlich gehen jetzt. Oder habe ich mich verrechnet? Nee, stimmt. Es sind 9 Gebete. Ha! Ich habe mich vertan. Aber können wir vielleicht eventuell... Nee. Reicht nicht ganz. Damn! Das ist doof. Wir haben nur 9 Ziehungen. Ich habe mich vertan. So, das heißt, wir bräuchten noch 160. Für 10. Ich will jetzt nicht 9 einzelne machen. Na gut, dann suchen wir uns halt noch was anderes, was Urgesteine. Wir können hier den Weltenauftrag machen. Wir könnten auch hier den Legendenauftrag machen, wobei ich nicht weiß, was wir hierfür kriegen. Den wollte ich ja eigentlich auch noch heute machen. Das geht nur 12 Tage. Fangen wir es mal an. Das ist nur ein kleines Event. Nicht so ein aufwendiges wie jetzt das, was wir schon gemacht haben. Von daher gucken wir einfach mal uns das an. Müssen eh zu Catherine für die Erkundungsbelohnung auch. Wo ist es denn jetzt? Ach Gott, gar nicht bei der Inazuma Catherine. Okay.
Reise, du kommst gerade rechtzeitig. Hier ist ein Auftrag, um den ich dich bitten muss. Ist es was Gefährliches? Nun, es geht um einen bisher unbekannten Bereich. Obwohl die Gilde umfangreiche Untersuchungen in diesem Bereich durchgeführt hat, sind wir noch nicht zu nennenswerten Ergebnissen gekommen. Honglang, der mit den Ermittlungen betraut ist, sagt, er brauche einen Abenteurer, der gut improvisieren kann, um bei den Ermittlungen zu helfen. Die erste, an die ich dachte, warst du, Reisende. Um was für eine Sphäre geht es hier? Honglang befindet sich neben dem Eingang zu dieser Sphäre. Wenn du bereit bist zu helfen, kannst du ihn fragen, was er braucht. Dann zähle ich dir auf dich, Reisende. Okay. So, die Erkundungsbelohnung. Na. So, da kriegen wir doch auch gleich hier noch ein bisschen was. So. Ah! Noch so ein bisschen. Na gut. Moment. Was habe ich denn da eben gesehen? Ne, da kriegen wir nur ein blaues Gebet. Sei denn, wir bezahlen Kohle. Haha. Ich meine, wir kriegen hier, wenn wir den Probelauf machen, kriegen wir zumindest 20. Da kriegen wir auch 20. Also insgesamt schon mal 40 Urgestein. Fehlen noch 120. Wo kriegen wir die denn jetzt her? Muss ich mal schauen, ob es wieder irgendwelche Gutscheincodes gerade im Netz gibt, die wir verwenden könnten. So. Wie von göttlicher Hand geschaffen. Kann ich mich da hin teleportieren? Ja, gut. So, Honglang. Was ist nur mit der Sphäre? Wegen der Mission? Bist du die Abenteurerin, von der Catherine gesprochen hat? Ich habe gehört, dass du gut improvisieren kannst, dich mit allen Arten von Abenteurern auskennst und eine der besten... Ja, das kann man so sagen. Ich bin froh, dass du hier bist. Dann habe ich ein gutes Gefühl. Aber die Sphäre. Fast hätte ich es vergessen. Ich muss dich noch über die Situation informieren. Das ist so, vor einiger Zeit fand eine kleine Truppe von Abenteurern der Gilde ein seltsames Tor in der Wildnis, das neben mir. Nachdem sie dieses Tor durchschritten hatten, betrat die Truppe eine unbekannte Sphäre. Die ersten Abenteurer, die die Sphäre betraten, sagten, sie sei wie ein leerer Raum gewesen, als sie hineingingen. Was meinst du damit? Dies ist nur eine Beschreibung für einen Bereich, der etwa 52 Schritte lang, 52 Schritte breit und von unbekannter Höhe ist. Im Umkreis von 52 Schritten um diesen Bereich befinden sich die üblichen mit Steinplatten gepflasterten Flächen, aber der Bereich jenseits der 52 Schritte ist von einer Art dunkelgrauem Nebel erfüllt. Und wenn mir jemand die Grenze in ein Gebiet überschreiten will, das 52 Schritte entfernt ist, drehte sich die Person entweder auf unerklärliche Weise um und ging in die entgegengesetzte Richtung, oder sie verschwand plötzlich und tauchte dann hinter allen anderen wieder auf. Kurz gesagt, egal welche Methode angewandt wurde, niemand konnte das Gebiet jenseits der 52 Schritte betreten. Hat man versucht, mit anderen Werkzeugen das Gebiet zu erkunden? Sie versuchten es natürlich, aber alles, was sie warfen, kehrte an dieselbe Stelle zurück und nicht einmal das Licht der Fackeln konnte den Bereich jenseits der 52 Schritte durchdringen. Du möchtest also, dass ich dir helfe, diesen Ort zu untersuchen? Ja, aber du musst vielleicht mehr tun, als nur zu erkunden. Das kann man hier nicht genau erklären. Gehen wir also zur Sphäre. Wir stehen daneben. Oje, was kommt jetzt? Mach es wie in GTA. Klauen, rauben, um die Klunker zu bekommen. Ja, so einfach ist das hier nicht. Okay, vorgestaltete Sphären. Stimmt, hier gibt es ja Nutzer-Content. Da kann man die selber noch basteln. Bei diesem Event. Okay, Abschlussbedingungen: erreiche das Ziel, schließe die Sphäre innerhalb von 10 Minuten ab, erhalte 40 Abenteuertaler. 40 Sekunden waren es, ne? Habe ich Minuten gesagt? Da bin ich mal gespannt jetzt.
Ja. Ist das derselbe geheime Ort wie der von dir erwähnte leere Raum? Das ist so eine normale Sphäre. Ja, ist das nicht die Art von Ruine, die wir immer erforschen? Das ist in der Tat der Bereich, den wir erforschen wollen. Und warum es so aussieht, das liegt daran, dass diese Sphäre vor nicht allzu langer Zeit ihre Form geändert hat. Wie? Geworden? Geändert wahrscheinlich. Das ist richtig, dieses Gebiet verwandelt sich nach den Wünschen der Menschen. Nach Aussage des Truppenführers der Abenteurertruppe, der das Abenteuer zu diesem Zeitpunkt leitete, waren sie so lange in dieser grauen und trüben Umgebung herumgewandert, dass alle langsam die Geduld verloren. In diesem Moment begann eines der Mitglieder zu meckern. Wäre dies ein gewöhnliches Gebiet, hätten wir es schon längst erforscht. Hungrig und schläfrig stimmten ihm die Männer der Abenteurertruppe zu. Als immer mehr Menschen dieser Ansicht zustimmten, befand sich die Abenteurertruppe irgendwann plötzlich in einer gewöhnlichen Ruine. Diese gewöhnliche Sphäre enthielt Vorrichtungen wie Geschätze, sogar Fackeln, die noch brannten. Da die Abenteurer glaubten, die Situation nicht allein regeln zu können, kehrten die Abenteurer sofort zur Gilde zurück, um den Vorfall zu melden. Wir haben schnell zusätzliches Personal eingesetzt und eine gründliche Untersuchung der Sphäre eingeleitet. Allerdings wissen wir bis heute nur, dass sich diese Sphäre nach dem Willen einer Person verändern kann. Wenn mehr als eine Person gleichzeitig die Sphäre betritt, verändert sich das Reich nach der Person mit dem stärksten Wunsch. Aha, dieser Ort ist also kann also in ein weiteres Lihe verwandelt werden. Wir haben das versucht, aber es hat nie funktioniert. Ich glaube, unser Wille, dies in einen weiteren Liehehafen zu verwandeln, war nicht stark genug. Wie dem auch sei, wir versammeln derzeit Abenteurer, die dieses Gebiet betreten und alle möglichen Veränderungen nach ihren Wünschen herbeiführen. Auf diese Weise können wir vielleicht bestimmte Muster des Wandels in dieser Sphäre erkennen und so die Antworten finden, nach denen wir suchen. Oh, und wie mache ich das? Siehst du die Vorrichtung dort drüben? Das ist der Auslöser, den wir festgelegt haben, und es war ein Abenteurer, der die Idee dazu hatte. Vereinfacht ausgedrückt war sein Wunsch, diese Sphäre nur dann verändern zu können, wenn wir diesen Mechanismus berühren. Sie haben es sich sehr einfach gemacht. Die Sphäre hat diese Wünsche erhört, aber um sicherzustellen, dass diese Vorrichtung hier bleibt, müssen wir ihn regelmäßig zurückholen. Ich kann nicht glauben, dass es so eine Methode gibt. Wenn es nicht einige dieser Unwägbarkeiten gäbe, würde sich das Gebiet ständig verändern. Aber wenn du es aus einem anderen Blickwinkel betrachtest, ist diese Sphäre wirklich sehr gut geeignet, um Abenteurer zu trainieren. Ich meine, nur ein Gedanke und alle möglichen Vorrichtungen und Terrains können im Handumdrehen auftauchen. Ich bin sicher, dass du es nicht verstehen würdest, wenn wir nur darüber reden. Also warum probierst du es nicht einfach selbst aus? Siehst du die goldenen Abenteurertaler dort drüben? Auch das ist ein kleines Detail, das wir aus unseren Wünschen erstellt haben. Reisende, versuch du zuerst die Abenteurertaler zu bekommen. Okay. Wo sind die? Da oben? Das ist genau einer. Ach so. Ich soll jetzt... Ach so. Ach so. Moment. Vertikale Bewegung? Das müsste doch schon reichen hier. Ui, neue Mechanik im Spiel, ja. Aber die machen ständig solche Events, wo einfach komplett neue Dinge drin sind, die sie dann wieder verwerfen. Das ist so krass. I ride on wind and cloud alike. Oha, das war ziemlich beeindruckend. Du hast dich hier wirklich schnell zurechtgefunden. Wenn das so ist, zählen wir auf dich. Nutze all deinen Verstand und deine Fantasie, um diese Sphäre zu verwandeln. Ich hoffe, dass wir die Gesetzmäßigkeiten der Änderungen in dieser Sphäre bald verstehen werden. Okay, das war aber jetzt... Ah, sobald du das Ziel erreicht hast, hast du die Herausforderung abgeschlossen. Was? Wie? Das habe ich doch jetzt gerade schon gemacht.
ist das Ziel? Ah, okay. Hier ist das Ziel. Wo ist das Ziel? Egal, wir sammeln Taler. Bumm. Bumm. Wir müssen hochklettern. Okay. Anscheinend haben wir gewonnen. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Okay. Was kriegen wir dafür? Selbstgestaltete Sphäre habe ich nicht. Ah, da kann ich von anderen die anschauen. Okay. Vorgestaltete. Kriege ich keinen Loot dafür, dass ich sie geschafft habe oder so? Greedy Matsu schlägt zu. Wo ist das Ziel? Egal, Geld. Hä? Ja, und was habe ich davon, dass ich das mache? Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Ich bin dezent verwirrt. Da ist ein Ausrufezeichen, ja. Gut, ich kann eine eigene basteln, schön, aber da habe ich irgendwie so gar nicht die Motivation für. Erklärung, lieber Reisender, bitte stelle sicher, dass du unseren Endbenutzer-Lizenzvertrag... Ah ja, wir sollen artig sein. Aktionsbelohnung, da ist es doch. Mensch. So, schließ schneller, noch schneller ab. Da, 70 Urgestein, das hat sich doch schon mal gelohnt. Zack. Sammle in einer einzelnen Herausforderung den Level schneller, noch schneller. 15 Abenteuertaler haben wir geschafft. Das haben wir auch geschafft. Dann würde ich einfach die nächste machen. Dann haben wir nämlich 70 Urgestein noch dazu gekriegt. Und dann... Nee, können wir immer noch nicht. 10 Gebete machen. Aber wir machen jetzt noch das nächste. Und dann können wir ja den Probelauf noch machen. Oder noch die dritte? Ich weiß es nicht. So, erreiche das Ziel. Schließ die Sphäre innerhalb von 10 Minuten ab. Erhalte 100 Abenteuertaler. Gut. Da kriegen wir doch schon unsere Urgestein zusammen. Ist doch wunderbar. Also haut rein, keine Frage, bis die Tage. Alles klar. Bis dann, schlaf gut. Achso, ich muss starten.
Die Felder machen Elementar... Dingsies auf mich. Elementarveränderung. Ich darf jetzt zum Beispiel nicht auf die Wasserfelder und dann auf die Eisfelder. Das wäre ungünstig. Aber ich will doch... Will ich. Ah. Loot will ich. Was ist denn jetzt passiert? Ich war kurz durchsichtig. Warum? Wie viele von den Talern muss ich sammeln? Oh, hier sind... Oh, Stacheln am Boden. Oh, weia. Hä? Ich komme nicht hoch? Okay. Ah. An die anderen Wände konnte ich hochklettern. Hier nicht. Na toll. Erwischt. Wo muss ich hin? Ah. I ride on wind and cloud alike. Und wo ist das Ziel? Gefunden. So. Alle eingesammelt. Ziel erreicht. So, und jetzt kann ich mir hier mein Urgestein holen. Nee, Moment. Bis gleich. So, Aktionsbelohnung. So, was gibt es denn noch hier? Auf jeden Fall wieder viel Urgestein. Sehr schön. So, wir brauchen wahrscheinlich mindestens noch einen Probelauf. Der geht ja schnell. Aha, einen Probelauf noch und dann können wir 10 Gebete machen. Dann machen wir doch die Dame, um die es jetzt geht. Ich überlege ja, ob ich jetzt die Yae Miko Quest noch machen will. Oder ob ich mir das für nächste Woche aufbewahre. Aber wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit, ne? Torn to oblivion. Die metzelt alles nieder, ja. Hey! Inazuma shines eternal. Absurd. Aua! Now you shall perish. So. Und da haben wir doch unser Urgestein.
So. Und jetzt können wir 10 Ziehungen machen, oder? Na? Müsste doch jetzt reichen. 800 waren 5. Plus 160 sind 6 plus die 4. Haben wir 10 Gebote. Ja. Alles klar. Einmal Daumen drücken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich glaube es eher nicht, aber man weiß ja nie. Nee, nur rosa. Ah, und Bennett ist nicht schlecht. Bennett ist nicht schlecht. An dem level ich ja gerade so ein bisschen. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Shogun Raiden wäre cooler, aber Bennett ist auf jeden Fall von allen Vierer, die ich da hätte kriegen können, die beste Wahl. So. Den hatte ich doch auch schon relativ weit, oder? Ah, nee, gar nicht mal. Überschwänglichkeit. Mhm. Gut. Da hatte ich doch noch alles Loot zusammen, ne? Das kann ich auch mal aufstufen. Ja, perfekt. So. Jetzt kann ich den auch mal bei Gelegenheit hochstufen. Ich habe, glaube ich, Waffe oben, genau. Hier fehlen mir nur noch die Items. Kann ich den jetzt auch... Jetzt habe ich hier Talente auf der Stufe komplett. Jetzt kann ich den auch hochstufen. Bei Diona kann ich das auch demnächst machen. Bei Jula fehlt noch ein bisschen was. Und ja gut. Bei Baido sowieso. Wobei, vielleicht habe ich sie jetzt auch ganz umsonst hochgestuft. Weil Shogun Raiden. Vielleicht ziehe ich sie ja noch. Wer weiß. Ah. Genug Nora ausgegeben. Immerhin. So, die Frage ist... Machen wir jetzt mit Yae Miko weiter? Oder machen wir jetzt vielleicht so ein halbes Stündchen noch Nebenquests? Weil ich glaube, mit Yae Miko sind wir auf jeden Fall wieder 1,5 Stunden unterwegs. Ach komm, was soll der Geiz? So. Mysteriöse Schauergeschichte. Ich weiß halt nicht, ob ich dann noch Content für nächste Woche habe. Aber gut, mal wieder ein Päuschen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ganz am Anfang von Genshin konnte ich ja immer mal 1-2 Wochen Pause auch machen, bis wieder was kam. Aber inzwischen geht das ja Schlag auf Schlag. Oder wir machen dann einfach nächste Woche mal Sidequest oder so. Weiß ich nicht. Mal gucken. So. Auftragsort erreicht. Ah! We haven't been to the Yae Publishing House in a while. Paimon wonders if they have any new books in. The one we read with A that time was pretty cool. Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for, and that is a ton of Mora. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for. I'm better off wishing that my exam goes smoothly. Ah, it's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing Mora at it. If it doesn't work, then just keep throwing till it does. Nein, nicht unbedingt. What are they arguing about?
It's quite a spirited debate. Huh? Really? You guys don't know? You need but stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your wish will come true. Was soll das heißen? Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends, is the next big thing. A highly effective wish ritual guaranteed to make your wishes come true. A wish ritual? That actually works? Das klingt nicht wirklich glaubhaft. Right? Even Paimon knows that's just not how the world works. I didn't believe it at first either, but that changed when it worked for someone I know. It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot, but get this. I don't see him for a few days, and suddenly I find him dressed to the nines and feasting at a high-class restaurant. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with mora. Ich glaube kein Wort. His whole bed was filled with... Wow! Paimon, beruhig dich. Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of mora is a bit of an exaggeration. Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. It can't hurt to give it a try, right? Wenn es so einfach ist, dann könnte es ja jeder machen. Und ein Bett voll Mora haben. Und dann haben wir Inflation. Und dann ist Scheiße. If you're still feeling skeptical, just ask around. There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on! Let's go ask around right now, shall we? Du bist plötzlich so enthusiastisch geworden. Well, if it really is true, then just think of all the Mora Paimon could... Oh, and you'd finally be reunited with your twin too. Oh, das... Let's go! Das ist ein Argument. Das ist allerdings ein Argument. Suche den Kaidan. Na, dann flitzen wir mal. Dann flitzen wir mal. For him, please speak to President Song. On closer inspection, it seems like there really are a lot of people talking about this kind of stuff. Hey, see those two? Paimon remembers them from the Yae Publishing House. One's an editor and the other's an author. Grasp the thought in mind. Clear like the light of the moon. As close as kin with you. No, thou. Wait, thee? Hear my summons, right? No, it's not hear my summons, it's heed my summons. Heed! You're never going to get it down at this rate. Hey, what are you guys up to? Whoa! Sheesh, you scared me. Okay. Where did I leave off at the incantation again? Incantation? Are you guys trying out this new wishing ritual stuff too? Junkichi is trying it out, to be specific. He's hit a bit of a creativity block recently, so... I'm helping him make a wish so that he can move past it. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr an sowas glauben würdet. I mean, I obviously don't. But Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can you please be a little more accommodating? This is extremely important to me. People have had all kinds of wishes come true. Become more attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just a poor, struggling writer looking to get over a creative hurdle. Is that so much to ask? Anyway, I just know this is going to work. I have a gut feeling about it. Didn't you say the same thing when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? Oh, I just know this is gonna work. I have a gut feeling about it. The omamori from the shrine take too long to have any effect on your luck. Alright, enough of that. Help me get this incantation down. My new... Look, to be completely honest, I think you need to sit down and have a good think about what kind of story you want to write. Where's all that self-confidence you had when you first started out? Look at you now. Trying dubious methods from any old light novel. Wait. What? This wishing ritual comes from a light novel?
Wir haben jetzt ein Light Novel mit kurzer Erzählung übersetzt. Auch spannend. Yep, it's from the one called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Ist das auch vom Verlagshaus Yae? No, it's most likely a self-published title. It just appeared out of nowhere and took Inazuma by storm. As a fellow writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but everyone is saying the wishing incantations it contains are the real deal. Look, Junkichi. Yes, everyone's saying it's real, it works, but that's only half the story. I've also heard lots of people saying that everyone who's had their wish granted using this method starts behaving strangely. Okay. What's so surprising about that? They're probably just giddy with joy at having their wish come true. This is starting to sound a little suspicious. A little. Why don't we go to the Grand Narukami Shrine and ask Yae Miko about it? She's the expert when it comes to both light novels and the supernatural. Kurze Erzählungen. Light Novels. Shogun must have her reasons. Hä? Wie, was? Ich habe mich in die Sphäre. Zur Sphäre teleportiert. Das war jetzt nicht meine Absicht. So. Sollte ja schnell gehen hier. Sind ja schon nah dran. So. No, let me try again. Miko! Great, you're here! Well, hello there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happens that I have a wonderful novel here. I highly recommend it. Ich habe ein paar Fragen. Oh? Well, what did you want to ask? Well, we were just... actually, you look kind of busy. Is this a bad time? No, not at all. It's nothing major. Lady Guji, what do you mean, nothing major? I'm begging you, you've got to help me save my brother. Was ist passiert? It really is nothing major. I stand by that. But since you're so curious, let's have him relate the story one more time. You two seem to have a good relationship with Guji-ai. Please, put in a good word for me. You have to convince her to help my brother. Here's what happened. My name is Kato Yohei, and my brother is Kato Shingo. All he's ever wanted is to become a swordmaster, so he once asked Sensei Domon of the Meikyo Shisui art to take him on as a disciple. Domon turned him away, took one look at him and said he didn't have what it takes to train in the art of the sword. But my brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could, and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. But since his victory, he's been acting extremely strange. It's like he's become a completely different person. The doctors can't find anything wrong with him, so I'm betting it must be the work of an evil spirit. That's why I'm here, begging for Guji-ai's help. Der hat sich nicht zufällig irgendwas gewünscht? You know, there really aren't as many evil spirits lurking around as you seem to think. Your brother achieved the goal he'd been striving toward for as long as he can remember, and now it's gone. It's only natural that he feels a little empty and lost while he's trying to find a new direction. If it were me, I'd just leave him be for a couple of days. He'll recover on his own soon enough. No, Lady Guji. If you saw him for yourself, you'd know. I guarantee you, he's not acting like someone who feels empty and lost. Oh, all right, all right. Then tell me, when did your brother spar with Domon's disciple? About 5 days ago. 5 days ago, you say? Yes, Lady Guji. That's a long time for him to be acting up like this. I'm really worried about him. Our greatest wish is to one day found our own school, just like Domon. We can't jeopardize that dream now. Wait a minute, now I'm a little confused.
Are you here to save your brother, or are you here to make your dreams of founding a martial arts school come true? Well, they're kinda two sides of the same coin, aren't they? Whatever. Let me ask you this. Have you heard of any interesting new rumors lately? If so, I'd love to hear about them. What? Rumors? I haven't heard anything. Wieso kommt sie jetzt mit Gerüchten? Oh, Ach so, dear. wegen dem... Well, that's too bad. Wegen der Wünsche. Lady Guji, please stop changing the subject. This is someone's life we're talking about here. Please, you've gotta help me. Miko, he seems really desperate. This thing with his brother sounds really bad. Come on, you should help him. So ein armer Kerl. Okay, fine. Then it's decided. Yay, Miko! So you're gonna help him? Nee, wir werden's machen. Kato, whatever your name was, these two guests are trusted acquaintances of mine, and in fact, they are experts in resolving all manner of strange and supernatural phenomena. Exorcisms and that sort of thing are all in a day's work for them. Yeah! Wait a sec. Really? Is that hesitation that I detect in your voice? So let me get this straight. You come begging to me for help, I actually recommend someone for the job, then suddenly you start doubting me? Not at all, never. Whatever Lady Guji says, I trust wholeheartedly. Thank you two for your willingness to help. Please follow me. No, hold on a hot second, Miko. We may be a lot of things, but we ain't exorcists. Wir haben keine Ahnung davon. Don't worry. If he wants an exorcism, just grab a handful of salt and mutter some mumbo-jumbo while you're sprinkling it around. Okay, so funktioniert It's a das. common trope in light novels, right? You just have to have a bit of bravado. As soon as the protagonist gains self-confidence, everything else just magically falls into place. Das ist allerdings keine Light Novel. Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Don't you think it would be a little unfair to make me do all the work? Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This is an opportunity to demonstrate that you come in good faith. This feels all wrong. But you technically have a point, so... All right, let's go. Don't worry now, I'll be coming along too. Okay, let's follow Yohei and go visit his brother. What is going on here? Granted, you can never be quite sure what's going on in Miko's mind, but she seems even more disinterested than usual in Yohei's situation. Well, a life's at stake here, so it looks like we'll have to deal with that first before we'll get the chance to ask her about the incantation stuff. Ja, hast du fertig geredet? Ich überlege gerade, ob wir einfach hin teleportieren. Wo müssen wir denn hin, genau? Ja, da ist doch direkt ein Teleport. Sparen wir uns die Fliegerei und Rennerei. Dann teleportieren wir direkt hin. So schnell gefunden? Na, tut sie noch was? How strange. My brother's been meditating here pretty much constantly over the past few days, but now he's gone. Meditating? Yeah, it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. He just sits there alone, talking to himself. It's pretty disturbing, actually. Das klingt gruselig. But that's not important right now. Where the heck could he have gone in his current state? This does pose a bit of a problem. If we can't find your brother, well, we can't perform an exorcism with nothing to exorcise, can we? Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you start by going to find your brother, and also picking up a handful of salt on your way? We'll need to use it during the exorcism. Okay. Okay, got it. I'm on it. Miko, what about us? Shouldn't we help look for his brother too? No need. While What's-His-Face is handling that, we'll take a walk around and ask people what they know about the two brothers. Maybe we'll find out some amusing details. Na, die werden sich auch was gewünscht haben. Da hängt ja irgendwie eine Charakterveränderung mit zusammen. So, hier war doch irgendwo... Hier.
Die Sakura-Blüte, genau. So, Mr. Schnauzer. Hello, sir. We'd like to ask you about the Kato brothers. Oh, are you debt collectors? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has enrolled a few disciples. Huh? Was? Debt collectors? No, we're not here for anything like that. But, it sounds like Yohei and Shingo have gotten themselves into a bit of a pickle. Well, yes. I don't think there's any disputing that. Those two don't have an ounce of dedication between them. They just hop between ideas and won't stick to anything. Huh? But Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and even asked Domon to be his sensei. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as ever, bumming around in class instead of focusing on his training. In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Domon for not seeing his potential, and even declared that he would challenge a disciple of Domon to a duel. Wait, what? That's not what we heard. Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. He just lay there cussing to high heaven all day, every day. Some training regimen, that is. Yohei did tell me about Shingo winning the fight, but I took it with a grain of salt. You can ask Kenji at the village entrance more about that. Okay. Was haben die getrieben? Takeru, du bist im Weg. Interessant. Hey there, we've come to ask you about the Kato brothers. Oh, you mean Shingo and Yohei? Yeah, we heard that Shingo defeated an apprentice of Domon's recently. Is that true? Das ist mal interessant, ey. Yes, it's true. Wait, so are you here because you heard they're starting their own school and you're looking to sign up? Stimmt da. We're not here to sign up, but we would like to hear more details about the fight. Well, you've come to the right person. I actually went to watch it. I thought it was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui art. But when he drew his sword, he became a whole different person. The way he handled his blade, it was like flowing water. Mesmerizing to watch. Domon's disciple is no pushover, but he was absolutely no match for Shingo. Is Shingo really that strong? Yep, he seemed pretty euphoric after winning the duel too. He was celebrating very vocally, saying something like, "What a duel. I haven't felt this good in a long time." Okay. Any other details to share? We've heard that Shingo has been behaving rather out of character since then. I'd definitely say that he has more energy than he used to. In the past, he never used to do much except lie around sunbathing all day. But just yesterday, for example, I saw him cutting down trees for the village head. In the space of one afternoon, he did what most people couldn't finish in 3 days. Not only that, but he managed to fell a lavender melon tree with just one cane. Einfach umgetreten, okay? Quite impressive. Things got weird after that, though. The village head brought out some tofu for him, and he just flipped out. He shouted, "What is that stuff? Keep that away from me!" And then ran off. Lady Guji, esteemed exorcists. Finally, I found you. I found my brother. He's at the waterfall, and I've got the salt you asked for, too. Come on, let's go. Oh, as much as I'd prefer to stay and hear some more delicious details, I suppose we'd better be going now that he has been found. Jetzt wüsste ich ja auch gerne ein paar delicious Details. Ich will mir noch hier die Herze holen.
Och, nö. Lass mich. Ich will nicht mit dir spielen. Lass mich einfach in Frieden. Ach Mensch, ihr auch. Lasst mich. Später. Den nehmen wir noch mit. Zack. Hat er hier die Höhle verhauen? Das ist sowas. Look over there. That's him at the waterfall. So this is Yohei's brother. Whoa. He's meditating while sitting in a waterfall. That's pretty wild. Das ist ziemlich wild. Listen! He's talking to himself. Woo! How's that? Can you feel it? Kreisch? Das klang jetzt nicht nach Kreisch. Can you feel the feeling of manliness? Was tust du da gerade? Found your own school. Ha! So shallow. How can a manly man aspire to something so lame? Was treibt er da? Please, spare me. Spare me. I can't feel the manliness. I can't even feel the cold anymore. I can't take any more. I'm gonna die. Yohei. Yohei! Save me! Save me! Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help! Huh? Who goes there? He stood up! And now he's coming this way! No, don't come any closer. Help! What do we do? Miko, think of something! Faun? Oh, poor thing. Yohei, your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. Whatever shall we do? Well, how should I know? The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about something. Would you mind telling me what that's all about? I don't know what to tell you. I don't know. You don't know? But surely you should have more insight than anyone else into how your brother came to be this way? Yohei, I suggest you think very carefully before you open your mouth again. This is a life or death situation. Ja. Okay. Your brother is your closest relative. You must have noticed straight away when he started acting out of character. And yet, 5 whole days pass before it occurs to you to come and seek help from me. You really expect me not to notice the gaping holes in your story? But I... As you wish. It's fine by me if you don't want to tell the truth. But after Shingo dies, you'll be next. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. After all, you did summon it together. All right, I'll talk. I'll tell you everything. My brother and I used a wishing incantation. We made a wish. Also ein Leitfaden zur Geisterbeschwörung aus erster Hand? Yes, that's it. The one that's all the rage right now. You just have to recite an incantation at midnight and your wish will be granted. Just like the book described, we drew the magic symbol, stepped inside it barefoot at midnight, said the incantation, and lo and behold, spheres of light appeared all around us. After my brother wished to become a swordmaster, it really worked. Out of nowhere, he suddenly had these amazing sword skills. But his whole personality changed too. Wieso hast du nicht sofort Hilfe geholt? Because I was worried that if he goes back to normal, he'll lose his skills with the sword.
If that happens, it'd ruin our plans to start a martial arts school, and we'd be back to being poor. I just wanted to keep this under wraps until we'd managed to get the dojo set up and paid off our debts. Na super, geldgeil. So then, why'd you go to the Grand Narukami Shrine? Well, 'cause with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something, and then no one would want to sign up as his disciple. So I was thinking that maybe Lady Guji might have a way to get my brother back to normal, but let him keep his sword skills. My, look at you with your ingenious schemes. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They belong to the spirit that has possessed him. You're right, you're right. We were wrong to do what we did. We had this coming. Du scheinst das nicht wirklich ernst zu All nehmen. right then. Your turn now, my little friend. Toss the salt and then draw your sword. Na super. Verhauen, sag ich doch. Verhauen klappt immer. What is that? Ich musste nicht mal verhauen. Ah, okay. It's the spirit! See that? That's what you summoned. And look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. Save me! Save me! Macht ihm einfach Angst, es ist zu geil. Miko, he fainted. What do we do now? We do Oh, wie nothing. gemein. But you, little one, just a quick fight and this will all be over. Who's this? Ah, a fellow swordmaster. Come on, fight me! He's coming. Be careful. Ja. Ist gut. A touch of frost. No, my sword! Huh? Let me weave you. What's one more point? I summon thee. Swift and merciful. Spirit blade. Attack! Oz, reveal thyself. Rain outlines your fate. No, my... Alles gut. Alles gut. That was great! Excellent! Woo! What a rush! Okay. Der steht drauf, vermöbelt zu werden. Heute haben wir wieder sehr viele Leute im Angebot, die drauf stehen, vermöbelt zu I haven't werden. felt this great in a long, long time. He disappeared. But he looked pretty content at the end there. Huh. Well, Paimon sure is confused. Do you know what that was all about? Ich kann es mir vorstellen. Ah, we can talk about it later. They're about to wake up. What am I doing here? Yae? Yae, is that you? Shingo, are you alright? Yae, I had the weirdest dream. I dreamed that I wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Domon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own now. But then I realized I couldn't control my own body. And there was this voice in my ear talking to me constantly. I was terrified and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. And the voice kept talking about manliness. Shingo, we shouldn't have made that wish. We summoned a spirit and it possessed you. Yes, and had we not come to your rescue, your life would have been over before too much longer. Then the spirit would have haunted your brother until he died of fatigue too. Thank you, Lady Guji. And thank you for your assistance, exorcism experts. All right, take him to Exorcismus get expert. some rest. He's very weak right now, having been possessed for quite a few days. He will experience a high fever, but it won't be fatal. Remember, this is the price you pay. At this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain power that does not belong to you. But I think you get the picture now, don't you? Yes, we understand now. We won't do it ever again. Thank you, Lady Guji. Thank you, exorcists. We'll be on our way then. Come on, Shingo.
Miko, would they really have lost their lives if we hadn't gotten involved? And if so, why the heck were you so reluctant to help out? Oh, they would have been fine. I had to scare them a little, though. Otherwise, I hardly think these two lazy rascals would have learned their lesson. So, what was it that possessed Shingo? You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Aber mochte keinen Tofu. Paimon's got it. It was an Oni. Correct. Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it actually seemed like it was trying to train Shingo to become bolder. Huh. Fair enough. But it seems like it had the opposite effect. Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then, you exhausted its strength by fighting it, so it disappeared. Okay. Even if we'd done nothing at all, Shingo would have eventually become too weak for his body to host the spirit, and it would have left of its own accord. Of course, it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Still, the experience may ultimately have been more effective than me scaring them into submission with a little exaggeration. Whew. Well, the main thing is that nobody got hurt. All right, seems like we've wrapped up everything here. Come on, off we go. Hold on, Miko. You say everything's wrapped up, but are you sure about... You mean you disagree? Ja, der Zauberspruch, den sie benutzt haben. Oh, you mean that they got the incantation from that book. Yes, I know the one. Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine today. Incantations seem really popular right now. Human beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable for them to be interested in incantations to summon the supernatural. That's not the point. The problem is that the incantations in the book are actually capable of summoning spirits and stuff, and loads of people are trying it. Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, it won't stay with them for very long. I really wouldn't fret about it. But who wrote this book, and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? What do you think, Traveler? Ein wenig beunruhigt bin ich schon. Yeah, Yohei and Shingo may have been fine in the end, but things got pretty scary when Shingo was possessed. Lady Yae, I finally found you. Kuroda, what are you doing here? I'm here to report on Yae Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please take a look. Dafür kommt er jetzt extra in die Pampa? Let me see. What? We're losing market share? Yes. Overall bestseller, reader's favorite, and trending ranking. We're being beaten in all categories. One book is topping the charts. It's called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Na, was wohl, Both ja. of you, back here now. Miko? What is it? You have a really scary look on your face right... Things just got serious. A First-Hand Guide to Summoning Spirits is an all-round hit, summarily beating the novels of the Yae Publishing House by every analysis. Was meinst du mit umlängen? Hallo, Tritras. Hey, hey. Just what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote our latest featured work, and now a rival book comes out of nowhere and steals our thunder. If this isn't the very definition of intolerable, I don't know what is. Dass die Leute alle Geister beschwören, interessiert sie nicht, aber wehe, das Buch übertrifft sie. I have to come up with a counterplan. And you are going to help me. Na super. Huh? How is this our problem all of a sudden? Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important in your eyes after all? Wait, what just happened? Again, you technically have a point, but this feels all wrong. Nothing's wrong, okay? Come on. We're going to war. Na super. I'm going to head back and make some preparations. Meet me outside the Yae Publishing House.
Können wir einfach rüber teleportieren? Ja. Wollten wir... Mist. Mir das Loot angucken. Verdammt. Hätte ich geduldiger sein sollen. Na gut. Body and mind. Miko, we're here. So what's your plan of action to deal with this rival book? Why don't you take a guess? Keine Ahnung, verbrennen? I'll give you a hint. It's to do with the Yae Publishing House. Oh, Paimon knows! Combine the reputation of the Yae Publishing House with the status of Guji Yae and tell everyone that the incantations in that book are dangerous! Dann werden die es doch erst recht kaufen. Oh, wow. Your first guess and you got it absolutely... Wrong. Wrong. Yeah! Wait! Seriously? That wasn't it? A first-hand guide to summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we would effectively be advertising to everyone that the incantations are real. In bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, all we would accomplish is to create more curious readers ready to try them out. Also, sales for the book would only increase further. Okay, yeah, that would be pretty catastrophic. Oh, how about we confiscate all the copies? Dann wird's eine Rarität werden, die alle haben wollen. Leaving aside the issue of the enormous manpower and resources such an operation would require, going to such lengths over a light novel would be extremely disruptive to the lives of Inazumans. But that means there's nothing we can do. Well, I've been thinking. I've read a first-hand guide to summoning spirits. It has many other good qualities besides the incantations alone. The book contains many ancient kaiden, or tales of the supernatural, and is written in a very engaging way. That is why the book has become so popular. Dann schreiben wir Neues, oder wie? I think we're going to have a difficult time trying to rein in its popularity while it's the only work in its league on the market. Warte, du meinst also... That's right. How do you get rid of the next big thing? You replace it with the next big thing. So what we're going to do is create Inazuma's newest hit novel. Easy. Smash our rivals' sales numbers and win our readers back. That is how Yae Miko wages war. Incidentally, this will also be the best way to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. Wait, Miko, so you want us to write a novel? Nee, ich habe noch nie einen Roman geschrieben. Well, becoming an accomplished novelist certainly isn't an overnight process. But let's not forget that I am the chief editor of the Yae Publishing House. I have my ways. Wir entführen jemanden. I did say this is what we're going to do. I trust that the word teamwork is in your vocabulary. Anyway, there is a writer submission event going on at the moment. Start by talking to readers and finding out what they're into. When you have an idea of what the current trends are, come back and see me. I'll be at Uyu Restaurant. Find me there when you're done. I will assemble a team, and we can work while we eat. Arbeiten beim Essen klingt schon mal gut. So, einfach die Leute fragen. Was wollt ihr denn lesen, liebe Leute? I've been reading light novels for a long time now. I'm mainly into big, ambitious fantasy works with an original core concept and good storytelling. These days, though, everyone seems to be imitating each other. Most of the time, I can guess what the story is about just from the title. Solange die Titel heutzutage bei Light Novels sind, ist das auch kein Wunder. The only recent book worth mentioning is A First-Hand Guide to Summoning Spirits.
Not only is it a good story, but the descriptions are really true to life. So much so that I'm almost wondering if maybe the author really has met all those... Okay. Rain outlines your fate. The Yae Publishing House has held many writers' submission events to date. The winner gets a huge amount of publicity. It's been the ticket to fame for a lot of authors. If you've got a good idea for a story, you definitely don't want to miss out. The key to a successful light novel is having good illustrations. When to use illustrations, what they should contain, and which artist you should commission for them. These are all key things to bear in mind. Good illustrations can make up for bad writing. Yeah. But on the flip side, a bad illustration can ruin your novel, even if you have the best story in the world. There's a saying that light novels are essentially a case of buy art, get words free. I'd agree with that. Too bad most of the top artists have jam-packed schedules, so it's extremely difficult to commission them. The illustrations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits are incredible, but it's unlike any art style I've ever seen before. Art style. Mit denen kann ich nicht The reden. key to a successful when to use good illustrations can. There's a saying that Wir the redeten bereits illustrations darüber. in A First. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. I'll be honest, I read light novels for the cheap thrills. In most traditional stories, the protagonist usually has this long and drawn-out character arc, usually involving a process of separation, loss, and ultimately growth and renewed strength. It reads well and everything, it's just a little slow-paced for me. By contrast, there's this popular light novel at the moment called A First-Hand Guide to Summoning Spirits, where the protagonist is super strong right from the get-go. Okay. That's what I mean by cheap thrills. Action-packed right from page one. The protagonist is a kitsune who has not only mastered the secret art of incantations, but also tea ceremony, painting, and calligraphy. Eierlegende Wollmilchsau, alles klar. There's much more to light novels than Paimon realized. Let's go tell our findings to Yae Miko. Okay, da laufen wir einfach hin. Da können wir einfach hinlaufen. Race you! So. Lass uns eine Light Novel schreiben. Total easy. Ah, there you are. Let me introduce the team. You've already met Junkichi and Shigeru. Wollte ich gerade sagen, die kenne ich doch schon. Shigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been very popular with young people. He's developed... Satomi is Yae Publishing House's ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, well, that's a trade secret. They will be teaming up with us to collectively create the novel that knocks A First-Hand Guide to Summoning Spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? It definitely makes sense. Now then, tell me what you found out about readers' preferences. All very true. An original core concept, a fast pace, quality illustrations, and lots of action. This is the formula that will guarantee good sales numbers. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's still one question. What are we actually gonna write about? Und wer wird zeichnen? For example, we know we need an original core concept, but how do we come up with one?
Before you can answer that question, you have to understand your target audience. Take a first-hand guide to summoning spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune. But to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. It all comes down to the size of the information gap between author and reader. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you may be fresh and original to them. Oh, right! So maybe we can take inspiration from our time in Mondstadt and Lille. But that would make it a completely different genre than a first-hand guide to summoning spirits. Is that gonna be a problem? Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book. All you have to do is provide some interesting ideas based on your travel experiences. As long as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Okay. Alright, let's start with Chapter 1 then. What are you thinking? Wiedergeboren in einer anderen Welt. Begegnung mit fliegenden Knabbereien. Na, das klingt doch nach einem Titel. Der arbeitsscheue Bade. Finde ich gut. Let's see what you got. After enrolling in the Mondstadt Academy, I found out that the young man sitting next to me in class was a total slacker. He said he was a bard, had a habit of playing his lyre in class, and always had a bottle of liquor on his person. But his true identity was actually the principal of the academy. Okay. What kind of plot is that? Ja, das frage ich mich auch gerade. Out of a maximum of 10 points, I'd give that a 9.5. It just goes to show, you have to have an interesting character sitting in the back row by the window. The protagonist is a transfer student, new to the school, whose ordinary life is about to take a wild turn when they meet the ballad and alcohol-loving principal. Sounds interesting. Das muss man dafür rauchen. Paimon just does not see the appeal. Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. I think you really understand what we're trying to do here. Thoughts from the experts? Are we able to work with this general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this deals with that problem. That's good. Okay, we're done with Chapter 1. Let's move on to Chapter 2. Okay. Won't that do for now? Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. Hurry, Chapter 2, let's go. Can't you see that Satomi is waiting? What's wrong with you? You don't look so good. Mein Kopf ist total leer. What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. But alas, the time has come prematurely. Before it came to what? What's happened? The bane of our existence, writer's block. It's your arch-nemesis for life, appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the writer. They sell their souls just to get their muse back. Sounds awful! When this happens, the best thing you can do is have a bite to eat and take a proper break. Boss, get me a plate of fried tofu, and get some kushikatsu for these two. Just the basic kind will do. Don't worry, this is my treat. Your treat? Oh, wait a minute. Miko, we'll be getting paid for all the hard work we're doing, right? Lass mich raten, nein. Of course, everyone that takes part in the creative process will be paid. Alright, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now. For the sake of our paycheck, get your Gehalt. Mora. Oh, does this mean your inspirations come back? Das Rock'n'Roll-Mädchen. Die Verwandlung in eine junge Geodrachenechse. Das Rock'n'Roll-Mädchen.
academy has more student clubs than you can shake a stick at. And as the new kid on the block, the protagonist is the one they're all fighting over. There's the culinary club, the architecture club, the funerary club, even the coconut milk research club. But in the end, the protagonist chose to join the rock and roll club. Taking a chance on their youthful dreams, 4 newcomers to the academy form a rock and roll band that really begins to take off. Okay. That's it. I give it a 9.5. Ey, komm, eine 10 kann auch mal drin sein. Classic tale of youth and friendship. It never gets old. I especially like the head of the club. Great character design. She really has rock and roll coursing through her veins. I can almost feel the heat from that fire in her soul. Approved. Oh, yeah! Great. Well, now Satomi can get started on that. Leave it to me, Lady Yae. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt Decree or your experience in the Resistance. Any ideas? Anfang als Widerstandssoldat. When the Vision Hunt Decree comes out of nowhere, the protagonist joins the Resistance, starting out as an ordinary rank-and-file soldier. Find out how the protagonist goes on to make great contributions to the war effort, become best friends with the Resistance General, and get to know the Guji of the Grand Narukami Shrine, working together with everyone to finally secure a grand victory for the Resistance. Huh. It's surprisingly normal. I think it's rather good. A lot of people still like the classic hero's journey. From ordinary soldier to great leader, a fresh take on a timeless classic. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun in battle. That should do the trick. Na, wenn das reicht. Whoa. So we're really going head-to-head with our Wollte gerade rival sagen, in this ja. one, huh? Da lassen wir uns gerade inspirieren. I suppose so. Once they're done writing the manuscript, I'll write the passage where the protagonist recites the incantation myself. Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning spirits? The content is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning Spirits. We'll also need an endorsement on a paper band around the book. I can get the wonderful Ms. Hina to write that. She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma absolutely adore her. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yae Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Once our light novel is complete, let's meet at the writer's submission event. Okay. Wir schreiben hier halt einfach mal ein Buch. Als Gruppenarbeit. Na gut. Ist ja nicht unüblich. Na. Die Konsole wird auch müde. Langsam ist spät. Mal schauen, wie lange noch. So. Rain outlines your fate. Miss Hina doesn't usually do endorsements, but since it's Lady Guji that's asking, we'll see what we can do. Okay. With Miss Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collaboration. But
Miss Hina's not interested in any of it. She still prefers to focus all her efforts on replying to readers' letters, and turns down every promotional opportunity she can. Maybe that's why her fans like her so much. I'm getting off topic here. Anyway, if we can get that endorsement from Miss Hina, you'll definitely get an exposure boost at the beginning. May your light novel sell well and set a new record for the Yae Publishing House. War nicht Hina der Guru? We'll do our best. Just as I planned. Das war doch der. War das nicht der Guru? Miss Hina? Bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, aber egal. Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The Miraculous Adventures of the Traveler by Thousand Hands. What a strange pen name. Definitely your doing. Having been around you so much recently, Paimon's slowly starting to understand your unique tastes. What do you mean, strange? It took a lot of work by a lot of different people to get this thing finished. Don't you think it's a very descriptive pen name? We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. I'll announce the sales numbers in 3 days. Uh-oh. Paimon's getting a little nervous now. Do you really think this is gonna work? Ah, wir sind Experten. That's right. Be confident in your work. That's exactly how a light novelist should be. Okay, then I'll sign you up. Please come back in 3 days for the results. Thank you all for your submission. I wish you the very best of luck. Warte 3 Tage. Richtige Tage? Oder Ingame-Tage? Das weiß man hier nicht immer. Wir machen es mal so. Dreh mal vor. Morgen, übermorgen. Weiter kann ich nicht. Jetzt habe ich aber nur 2 Tage gewartet, ne? Vielleicht reicht's schon. Ansonsten müssen wir noch einen Tag machen. Ich glaube auch nicht. Dann meinen die wir tatsächlich richtige 3 Tage, was? Oder? Ah, nee. Okay, alles gut. Ah, you've all finally made it. Good news, everyone. I just received word that your light novel is flying off the shelves. Multiple sales locations are asking when we'll be printing more copies. Ja, wir sind halt Profis. Woohoo! That's great! This level of success is an amazing accomplishment for a new work. Most new books don't sell 30% of what you've sold. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time comes. Das ist alles toll, aber... Oh yeah! The whole reason why we made this light novel was to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. We sold a lot of copies, but it doesn't feel like we accomplished our goal. How do we know whether it worked? Oh, don't worry. The change is already underway. Mm-hmm. Shh. Listen to what the people around us are talking about. The conversation has already moved on, hasn't it? Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from A First-Hand Guide to Summoning Spirits at Midnight, and your wish will come true! Ja und? Oh, that? That's a throwback. That's old news, man. No one's talking about that anymore. The Secret Spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations. The Secret Spells of Lady Kitsune? What's that? You haven't read it yet? Okay, so supposedly, if you recite the spell in there on a moonless night, you'll receive protection of the Kitsune and all the other powerful yokai. Das ist doch They dasselbe can in make grün. any of your wishes come true. I heard that the incantations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of mora and got it, but then one night it all turned to leaves and he developed a high fever. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before.
Pretty much everyone I know is desperate to try it out. Just waiting for a moonless night. Oh my. Really? Well, I better go and prepare too. Well, feeling less worried now? Wow, you're right! Everyone's shifting focus! But what's this moonless night that they're talking about? Paimon doesn't remember that detail from the brainstorming session. This is something that will become very important to us further down the line. All right. Okay. It's time to move on to the next phase of the plan. Wir sind noch nicht fertig. There's a phase 2? Of course. Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh yeah, if we leave him to his own devices, he might just write another guide to summoning spirits. Also, we still need to figure out what his motive for writing it was. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, I've already managed to identify the author. He's a failed light novelist named Tomoyuki. Anscheinend ist doch nicht so gefailt, ne? But when we went to ask him about it, he had no recollection whatsoever of having written the book. Soll das heißen? Yes. This is another case of possession. Only this time, whoever possessed him actively sought him out. After his novel submission failed, he was walking aimlessly in Araumi. In frustration, he shouted out, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." After that, he lost consciousness. But the spirit that wrote the book has already left him now, right? So what are we supposed to do? Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use its own method to make it manifest itself. Ach, okay. And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. Ist es zu spät für mich, um auszusteigen? Oh, what are you talking about? The fun's just about to begin. Okay. Nein, nicht gut. Wir gehen. Ach, wir haben sogar ein Buch jetzt bekommen. Geil. Wir müssen hier rüber. Okay. Das ist ein Schrein? Jetzt wäre ich beinahe runtergesprungen, ohne Energie zu haben. Das wäre etwas schmerzhaft geendet. Jetzt müssen wir hier wen beschwören, oder was? Miko, what is this place? The ideal spot for a little meet and greet with a certain elusive author. This is the place where we are most likely to succeed in summoning the spirit. Really? But it feels so eerie here. That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirits of the deceased here. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to meet the true author of a first-hand guide to summoning spirits. Aren't you excited? Doch, schwer. Paimon's heart is pounding, but Paimon's pretty sure it's not because of excitement. Come on, in we go. Hey, wait up! Ooh, Paimon's scared. Stay close by, okay? Don't leave Paimon all alone. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich, doch, ich glaube. Ich nehme Zhongli mit ins Team. Besser ist das. A walk would be nice. Man munkelt, dass dieser Ort mit der höchsten Erfolgsquote für Beschwörung ist. Einfach mal drauf ankommen lassen. What a weird painting. Miko, do you know what it's supposed to show?
Probably a scene from ancient Inazuma. It's a good piece of artwork and all, but it's also kinda eerie. So it's a bit scary. Looks like the artist signed their name. Rakusai? It's not very clear. Let's go inside and take a look. Okay. Hallo. Emerge. Ha, right here. Witness the power of Gugwa. This is order. Stabilize. As you wish, mein Fräulein. A touch of frost. Emerge. Right now. From whence you came. No, my sword. Ring cutter. Cut down. Like this. Oh, meine Truhen. Auch gut. Kriegen wir da auch Dings? Body and mind. Hier für die Sakura, die Siegel? Kriegen wir die auch? Wo haben wir sie? Da. Sieht nicht so aus. Naja. Wow, this place is huge. Hey, is that a mirror? There's a really weird-looking stool as well. Wonder what it's for. Ah, I see. Huh. This setup is quite handy. Saves me a lot of work. All right, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. Oh! Die Lampe in... Was? Lampe? I'm always watching. Emerge. Meinst du die hier? Right now. Okay, die Lampe wurde aktiviert. Können wir hier wieder hochfahren? Weil die andere habe ich nicht aktiviert. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch einfach. Dann wäre das ja einfach. Emerge right now. I will have order. No, my sword. Midnight Phantasmagoria. Spirit Blade. Attack! Emerge. A sight to behold. Swift and merciful. From whence you came. Aua! Right now. Cut down. Like this. Na, doch, Elektrosiegel, genau. Okay. Zur richtigen Stelle bringen und aktivieren. Jetzt sind wir hier wieder hochgekommen, aber... Ah. Ja, was? Da war doch gerade was. Aktiviere die Lampe mit Elektrokraft. Welche Lampe denn jetzt? Ich sehe keine. Das ist noch eine. Komm ich darüber? Right here. Da. Hätte doch was da. Hä? Da will sie mich was durch die Wand angreifen. Ah, verschieben.
Rain outlines your fate. Solidify. Order guide you. Emerge. Right here. Emerge. Nothing lasts forever. Submit for judgment. Naja, ich hole mir jetzt hier die Truhen, aber... Aktiviere die Lampe mit Elektrokraft. Welche Lampe denn? Ist da eine Lampe drin oder so? Kann ich das verschieben? Ja, kann ich. Okay. Ah. Hey, Superboy-Hype. Yes, I can also talk in English. As you wish, mein Fräulein. But not the whole time. My sword. It's mainly a German stream. Right here. Was? My germ is not the yellow from the egg. At least you know that one. This sounds very German, yes. Oh, oh, oh. Hä? Come on. Come on out. Okay. Ah. Okay. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Whoa. It's that painting we just saw. It's turning this way along with the whole wall. Wie habe ich das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Hat funktioniert. What is this place? Okay. Next I will show you a secret kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to skip many of the more tedious steps. The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. Warte mal, sind wir... Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess a living person's body. You saw what happened to that Oni samurai spirit. After leaving the host's body, he was only able to maintain his form for a very short time before disappearing. Positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting negative consequences? Man denke nur an die Nebenwirkungen. Oh, you really care about the little one quite a lot, don't Haben you? wir schon die Langzeitnebenwirkungen untersucht? I'm a little jealous. I wish my friends were caring like that. Anyway, are you scared, little friend? Don't you worry now. It'll be over soon. Just think of it like
having a dream. Was muss ich tun? Sit on the chair, stare at the painting, and relax your body and mind. Try and be natural. There's really no need to be nervous. Nein! Wenn die Leute einem sagen, man muss nicht nervös sein, dann ist das ein Grund, um definitiv nervös zu sein. It's like she's sitting inside the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move? Recite the incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some intense thoughts going through your head. A wish, for example. Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits? Anyone? Ich will ein super toller Autor sein. Probably something to do with writing? Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so let me help add a little realism to the equation. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as humanly possible. When is the earliest that you can turn it in by? Hilf mir, Kapitel 4 zu schreiben. The painting is moving again! What the? Okay. Hallo, Salmonelka. I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. Getting a taste of my own medicine. What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is everyone wishing for help with their writing? Are novels so popular in this day and age? We got you! So you are the one who wrote A First-Hand Guide to Summoning Spirits! Do you play on EU servers? Yes. Yes. Sure. How am I doing today? Quite fine, I guess. What are you trying to do, Why'd you put that summoning incantation in the book, huh? What's your game here? Huh? What's this? Oh, I see. No wonder this felt so familiar. I've walked right into your trap, haven't I? You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to make their glorious return to the world and plunge all of Inazuma into a brutal, bloody war! What? Paimon knew it! You had an evil plan! Yeah, evil spirit, evil plan. The new event where you collect coins. Yes, I tried it in that stream. In this stream. Oh, did you now? Then how naive of you to let me possess this body so easily. I sense, yes, great power within her. Good. Good! With this power, no one shall be able to stand in my way! Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! It is futile. You shall never wake her again. What? This body now belongs to me! Hey! Come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko! Think of something! Miko! Miko! You create a very hard map. 5 minutes 30 to collect 33 coins. I guess I don't have the time today. But if you like, you can send me, the number. I don't know how to access the custom-made dungeons. Okay, so I can try it for myself, but not in the stream today.
Was ist nun? You're laughing? Oh, Rakusai, you haven't changed a bit. You caught on so quickly. Too perfect. Die kennen sich? Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good spectacle, are you? Oh, look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? Rakusai? Miko, you guys know each other? Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits, Urakusai. Die kennen sich. No, wait. To be more accurate, it's Urakusai's memory. Memory? But isn't he a spirit? Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Something that comes from the ley lines. Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred Sakura's roots? You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Well, since there are human memories, of course there are going to be yokai memories too. In life, yokai possess supernatural powers, and even when they are a shadow of their former selves from a bygone era, they still have the ability to control whether they are visible or not. Typically, yokai memories survive longer in the world than those of humans. Indeed, indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard someone yelling, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." It piqued my curiosity, so I popped inside his body and wrote a novel for him. So that's how it happened. But why did you include a summoning incantation in the novel? Oh, little one. Not to toot my own horn here, but when I was alive, I wasn't just another kitsune, no. I was a mighty and powerful Daiuko. The memories of other yokai can't possess human bodies at will like I can. But with this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. Anything they're still itching to do, they can go and get it done. But... She's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a great disturbance to the humans. Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? Oh, yes. And they might have a fever or whatever. But you know, I actually think that the most admirable thing about human beings is the way that they go out and shape their fate with their own two hands. As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves, it's quite right that they learn their lesson eventually. So when you think about it, we're actually doing the humans a big favor. Miko, you agree, don't you? Yes, that's what I thought too. All right then. Die hat ja einen You Humor. finally convinced Paimon. You guys were right. What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Miko is actually one of the most powerful yokai out there. Not only that, Urakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First-Hand Guide to Summoning Spirits, to become the most popular in Inazuma. Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can help it. And yet you went to all these lengths to find my painting room, and even took the trouble to summon me. You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and share stories. All right. You win, I lose. Happy now? I finally get to hear you say it centuries later. Ooh, I must say it feels good. I remember when you were just a little girl, always hanging off my shoulders. A few hundred years later, and you're all grown up. Oh, Urakusai, how much time do you have left? Not much. That goes for all of us, actually. We've all got to go back where we came from in the... Everyone's quite content in many ways, but they still can't help but ask, are we ever going to have another Hyakyako? Don't you worry about that, Urakusai. Arrangements are being made.
Schon wieder irgendein Zauberspruch da When reingeschrieben. my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. Wonderful. Fantastic. Miko, it's been nice catching up, but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way now. All right. Goodbye then, Uraku. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all these years? I've been great, of course. Every day is a happy one. Especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these two delightfully nosy outlanders. And even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle, given how pig-headed she can be. Oh, well, great. That's fantastic. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yae Publishing House's ace in the hole. And I would personally be hounding you over your next installment. Oh Mann. He disappeared. Are you awake? How are you feeling? Are you all there? Here, like last time, repeat after me. 3, 2, 1. Oh, you beat me to it. Looks like your brain is intact. So, your first possession, What was it like? Ich konnte einfach nicht mitreden. Good. Saves me from having to explain everything again. Hearing Rakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're all hoping for. Du meinst die mondlose Nacht? Yes. Though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines, it will still be quite a sight to behold when the time comes. Since you've come this far, why don't you do one last thing for me, I'll need your help with the ritual. Ui, was kommt jetzt? You cannot be serious, Miko. After all that, you still have more errands for us? Huh. You guys teamed up to scare Paimon just now. If you think Paimon's gonna do anything you ask for, think again! Aw, come on. I'm really only asking you to finish what you started. Besides, your paychecks are still in my hands. Oh, wie gemein. Paimon's paycheck? Mein Gehaltscheck. Well, there's no way out now. We're in too deep. Nein, mein. Eine ordentliche Truhe. 3 Elektrosiegel. Nice. So. Jetzt nach Inazuma. Okay, was kommt jetzt? Jetzt hat sich doch wieder irgendwas ausgedacht. Well, hello there, my little helpers. So nice of you to join me. You're Immer right on time, too. Immer pünktlich. As if we had a choice. We just want our paychecks. So, Miko, what exactly do we have to do to make this Hyakuyaku happen? Also, to be clear, we actually have no idea what it even means. It might sound ominous, but to put it simply, the Hyakuyaku is just a gathering of the yokai. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their yokai powers. There were so many of them that their silhouettes would block out the moon. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly.
So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories together in one place. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they belong. Ah, ich verstehe. All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of moonless night that I added to our novel? Oh, yeah! Something about reciting the secret spells of Lady Kitsune on a moonless night. That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell to help calm the ley line memories. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. Was brauchst du von mir? I will start the ritual preparations shortly, and at that time, I need you to do 2 things. First, tell the shrine maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the shrine maidens leave avoids the bothersome issue of someone potentially getting possessed. After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part to keep an eye on nearby monster activity. Das klingt ganz schön aufwendig noch alles. The memories are normally dispersed and don't pose a threat. But when their energy is concentrated, it is likely to disturb the monsters. They may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. I need you to fend them off so that doesn't happen. Alright, got it. Then what? Well, if at that point you felt like coming to the shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Okay, let's get going. Was, wir sollen jetzt hier auch noch aufräumen und die Schreinjungfern verjagen und okay. Descend the mountain? Are those Lady Kuji's orders? Yep, Miko said the ritual she's gonna perform soon might pose a physical danger to you all. I see. I'll evacuate everyone right away. What about you? We'll be taking care of a couple other things for her. And once we're done with that, we're gonna come back and do the ritual together. Weil wir die Yokai sehen wollen. It seems like Lady Kuji places great trust in you. Lady Kuji's never allowed anyone else to be in her presence when she's conducted rituals like this in the past. Thank you for helping with the ritual, and good luck. Don't worry, we're much stronger than we look. Miko's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down the mountain. Ach, wir haben ja noch Zhongli dabei. Das hätte jetzt gestört wahrscheinlich. Just sharpen my spear. So, Monster besiegen. Was noch? Das wird ja aufwendig hier. Wo denn? Da unten auf dem Weg? Ja, sieht so aus. Wo denn? Aha. These monsters look really riled up. Du können sie nicht auf den Berg lassen. Yep. Let's get rid of them as fast as we can. Then we can get back in time to see the yokai. All right, here they come. Dass die uns hier jetzt noch Monster hauen lassen und alles. Meine Güte. Das ist doch jetzt auch nur noch Beschäftigungstherapie, oder? Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Wir haben ja schon die Sphäre gemacht und alles. Submit for judgment. Witness the power of Gugwa. Shadow Raven, let night fall. Wow. Forth, my blade. Spirit blade. Attack. Kommen ja noch welche.
du mir nicht auf den Keks gehen. Swift and merciful. Rain outlines your fate. Let me read you. Oz, reveal thyself. You're toast. Booba, get them. From whence you came. No, my sword. Say no more. As you wish, mein Fräulein. Rain cutter. No rest for the wicked. Boom. Fairy. At the frying pan, into the fire. A touch of frost. Das sind doch keine Monster, das sind doch Menschen. Many of them. Come on, you can do it. Noch mehr? Submit for judgment. Rain outlines your fate. Booba, get them. One with my blade. Spirit blade. Attack. Witness the power of Buwa. Shadow Raven, let night fall. Nice and spicy. A touch of frost. Alright, that's the last of the monsters. Na also. Kein Loot? How far along do you think the ritual is? Let's head back to the Grand Narukami Shrine and take a look. Na denn. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt will ich eine anständige Zwischensequenz sehen hier. So many! They're everywhere! Huh? Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You all right, little one? You look a little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before. Whoa, they've really blacked out the moon! It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. To be a guiding light. Book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true.
blushing, cause of this enchantment. I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally. Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. Ach, wie schön. Just as I thought, the ritual went very smoothly. Thank you both. Miko, geht es dir gut? Oh, I'm great. But the look on your face just now... I'm fine, seriously. Really, No. Honestly, you two. Miko... Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat me to a meal. Sure, no problem. A meal it is. Eine gute Mahlzeit abgemacht. Okay. Well, see you soon then. Oh, das war eine schöne Sequenz. Ah, wir sind noch gar nicht fertig. Ha! Es hört ja gar nicht auf hier. Nächster Tag. Dann gehen wir halt noch was essen. So langsam wird es aber auch spät. Aber jetzt will ich das auch zu Ende machen. Ich hätte es doch besser auf nächste Woche verschieben sollen. Naja. Today is the day we agreed to treat Miko to a meal. The venue is Uyu Restaurant. Aber ich wollte es ja unbedingt heute machen. Ja, das hätten wir auch nächste Woche machen können. Naja, gut. Wait is unbearable. How is the next chapter of the miraculous adventures of the traveler not released yet? Ach Gott. It was quite a surprise when the moonless night finally came. Yeah, that huge black cloud over Mount Yogo that night. It just seemed to form out of nowhere. But then nothing happened after I made a wish using the method in that book. Yeah. I guess light novels are just fiction after all, huh? That night was definitely the nail in the coffin for the incantations from novels fad. Still, something tells me the miraculous adventures of the traveler will remain an interesting series for a long time to come. Huh? Paimon can't see Miko anywhere. Guess she's not out here. Maybe she went inside already. Let's head in and look for her. Oh, ach da. Ich wollte gerade sagen, da steht doch der Typ im Weg. Kann doch nicht sein. Oh, ich habe sogar noch Wasser. Wäre aber nicht viel. Schön abgestanden. Ah, my little friends. There you are. Miko, what is this? You started eating without us? I did, yes. You're paying, after all. The thought of being able to eat the most expensive dishes and drink the finest sake, all for absolutely free? Oh, I just couldn't wait any longer. Ah, boss, see these two faces here? Remember them. They're the ones picking up the bill later. Alrighty. What's gotten into you? Come on, sit yourselves down. You have to try this fish. It's found exclusively in the waters around Seirai Island. They shipped it to Inazuma overnight, and it was still alive right up until I ordered it. Or maybe you'd rather try this? I know. I normally can't bring myself to drink sake this expensive either. Meine Mora! If you don't drink alcohol, that's fine too. There are all kinds of fruit juices covering the whole price spectrum. Miko,
outrageous! Last time we were here working on the novel, all you ordered for us was the plainest kushikatsu! Strange. I remember no such thing. So war es. Oh, so what? You did offer to treat me to a meal, didn't you? Anyway, I am something of a VIP, you know. Wouldn't you find it embarrassing to treat me anything short of lavishly? Miko, this meal is going to be super expensive! Aren't you afraid we won't be able to afford it? Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. They're still printing your light novel by the batch, you know. You have quite the generous payment due. What? Die verfrisst gerade unsere Bezahlung. Darn it! She tricked us into this! Miko was after our Mora from the very beginning! Wir wurden auf die Schippe genommen. Oh, the looks on your faces right now. Too perfect. Boah, ist die mies. Oh, by the way, since nobody's wishes came true on the moonless night, novels with incantations are no longer in vogue. So you'll have to come up with something new for the next chapter of The Miraculous Adventures of the super. Traveler. Das auch noch. The deadline is looming. I'm counting on you. Das auch noch. Sklaventreiberin. Mann. Thank you for the meal. I thoroughly enjoyed myself today. Did I mention? A saw that convocation ritual we performed over the Grand Narukami Shrine. I know she can be pig-headed, but it still took me by surprise when she wrote me a long and sternly worded letter about it, chastising me for taking this whole thing much too far. Ugh, I hardly see what all the fuss is about. Everyone seemed perfectly happy to me. Okay. Restaurant. Please talk to me if you want to order. Na gut. Dann würde ich auch sagen, jetzt ist es doch wieder sehr spät geworden. Mensch. Ich hätte es mir ja eigentlich denken können, aber ich wollte es mir nicht eingestehen. Naja gut, es reicht für heute. Ich glaube, ich habe auch nicht genug Urgesteine, nochmal 10 Ziehungen zu machen. Nee. Wo sollen die herkommen? Wir können gleich nochmal kurz gucken. Aber ich schätze mal, nö. Oder vielleicht eine Ziehung? Na, ui. Habe ich es kaputt gemacht? Nein. Gut. Alles gut. Stunden später. Nee. Aber wir können vom Händler doch noch ein Gebet jetzt kaufen, glaube ich. So. Hier, guckt mal. Ja. Okay. Wollen wir die hier auch noch kaufen? Ach, warum nicht? Reicht nur für 1. Was? Ich habe doch 130. Ach, ja klar. Ich brauche 150 für 2. Dann kaufen wir 1. So, und die ziehen wir noch. Vielleicht haben wir ja Glück. Es kommt was Gutes bei rum. Erstmal das Normale. Was Lilanes. Oh, was kommt? Eine Rosaria. Ja, warum nicht? Ich verwende sie zwar nicht, aber warum nicht? So. Und jetzt hätte ich gerne eine Shogun Raiden. Nee, schade. Hätte ja klappen können. Aber eine Rosaria immerhin. Auch wenn ich die nicht wirklich verwende. Ich glaube, die ist schon relativ weit mit dem Sternbild, oder? Ja, doch 2. Jetzt 3. Sollte ich mir vielleicht auch mal überlegen. Mal schauen. So, nun ist aber gut für heute. Es reicht wirklich. Es ist spät. Ich muss morgen arbeiten. Von daher Schluss für heute. So, nächster Stream ist am Freitag 20:30 Uhr. Freitag 20:30 Uhr, nicht am Donnerstag. Pokémon-Legenden Arceus. Spielen wir wieder. Ansonsten wisst ihr ja, ich pflege meinen Zeitplan hier. Spätestens Montag wird dann veröffentlicht, wann wir die nächste Woche streamen. Ansonsten gibt es noch meinen Discord-Channel. Da dürft ihr auch sehr gerne reinschauen. Da veröffentliche ich die Termine ebenso. Und auch die für meine Let's Plays. Da dürft ihr gerne auch reinschauen auf YouTube.
Die Adresse ist bei mir unten verlinkt. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf. Habt einen tollen Tag morgen. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, meine Lieben.